ABDL, was bedeutet das eigentlich? Wir haben uns dazu einen Profi geholt heute und vor allen Dingen dürft ihr auch mitraten dann, wie oft wird unser Gast denn in die Windel machen während der Folgenaufzeichnung. Das klären wir alles und auch ganz viele andere Fragen, die uns und auch ganz vielen anderen Menschen umtreiben in unserer neuen Folge. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Eine neue Folge und ich muss jetzt kurz überlegen, welche Folge? Folge 18. Folge 18, so. Wir haben nämlich schon ein bisschen was veröffentlicht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück in unserem heiligen Studio. Ihr seht's, wir haben wieder die Location gewechselt. Wir sind wieder in einer großen Halle. Echo! Ja, okay. Wir zeichnen heute auf und heute ist ein ganz besonderer Tag, gerade für die Homo-Welt. Ich muss es einfach sagen, heute ist ESC am Aufzeichnungstag. Also ja, wenn ihr die Folge seht oder hört, es ist eine Woche schon nach dem ESC. Wir sind gespannt, welches Land natürlich ins Rennen geht. Aber Gewinnt. Ja. Und herzlich willkommen auch an die neuen Hörer von der Schweiz, Genau, wie wir festgestellt haben. Genau, wir haben ganz, so rum wollten wir eigentlich einsteigen. Ja, jetzt auch grad, und die ESC-Hymne einspielen, denkt euch die ESC-Hymne einfach mal einmal Na, warte, wir kurz. können ja kurz so jetzt und ESC-Hymne ab. Und da sprechen wir jetzt drauf. Das heißt, ich lege die gleich dahinter beim Schnitt drunter. Auf jeden Fall, Grüße an die Schweiz gehen raus, denn wir haben gesehen, uns hören auch einige Menschen aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Und nach Österreich doch, natürlich oder? auch. Ja, servus, grüezi und hallo. Guck mal, da trifft das doch schon den Nagel auf den Punkt. Für alle, die im Video sind, ihr seht es, wir sitzen nicht zu zweit hier, sondern zu dritt. So, also, wir sind heute nicht alleine und wir haben auch ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Wahrscheinlich verrät euch das schon der Folgentitel. Haben wir einen Arbeitstitel? Nee, wir haben sogar einen Folgentitel, glaube ich. Ich habe den einfach mal mir ausgedacht. Ach so. ABDL, was bedeutet das eigentlich? Genau, und da haben wir einen Experten hier. Perfekte Überleitung. So, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Der Sven ist nämlich heute da. Herzlich willkommen. Ja. Schön, dass du da bist. Alles gut. Es ist wie im Restaurant, wenn ich irgendwie mal sage, wenn ein Kellner ankommt und sagt, guten Appetit und ich sage dann ja gleichfalls. Ist mir schon oft passiert. Hast du wirklich schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht, weil ich einfach völlig verwirrt war. Ja, gleichfalls. Unangenehm. Genau, wir sprechen heute über das Thema ABDL und was bedeutet das eigentlich ganz genau? Was steckt da alles hinter? Was gehört dazu? Was muss man eigentlich mitbringen und überhaupt? Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, was bedeutet das denn eigentlich, weil ihr einfach durch Zufall hier gelandet seid, das klären wir. Zuallererst müssen wir wie immer sagen, schaut uns in Gier. So. du hast das verstanden, dass ich Ja, dir natürlich, telepathisch wir das kennen uns ja. übertragen habe. Ja, dann gerne. Schaut uns in Gier, in welcher Gier ihr auch immer möchtet. Postet es und markiert uns. Wir reposten es wie immer. Oder antworten drauf, wenn wir Zeit haben. Sehr gerne. Wie immer. Ja. Wie heißen wir denn auf Instagram? schwarzundeng.podcast, da dürft ihr uns gerne markieren und vor allen Dingen, auch wenn jetzt gerade zu dieser Folge, vermuten wir mal, dass bestimmt einige Zuschriften und Fragen kommen werden, schickt uns sehr, sehr gerne Mail an moin@schwarzundeng.de, da freuen wir uns über Oder alle per Instagram. Nachrichten. Oder per Instagram. Und wir lassen es im Zweifel vom Profi beantworten, wenn wir es selber nicht wissen. Genau. Jetzt haben wir quasi das schon alles abgearbeitet, wir müssen aber noch einmal Danke sagen, denn wir haben Fanpost bekommen und das fand ich tatsächlich sehr, sehr süß. Eines Tages stand vor meiner Haustür ein großes Paket und ich war verwirrt und dachte, was habe ich denn jetzt schon wieder bestellt und weiß nicht mehr was. Gier? Und ja, mein Mann war auch gleich so, na, hast du wieder irgendwie Fetischklamotten gekauft? Ich so, nein, nicht, dass ich wüsste. Und da habe ich den aufgemacht und hast du mir auch schon verraten, was es ist. Wir haben nämlich was Anständiges zu trinken bekommen. Was sehr Leckeres. Also vielen Dank für das Geschenk. Du weißt, wer du bist. Genau, wir verraten keine Namen aus Datenschutzgründen, aber wir haben tatsächlich einen großen Karton mit wirklich richtig, richtig guten Getränken bekommen. Vielen Dank, deswegen sagen, stoßen wir an. Cheers. Auf die Folge, Prost. auf dich, auf euch. Und wir haben jetzt übrigens auch Sektgläser. Hat Markus auch heute schnell geshoppt. Und schmeckt auch noch. Ich hätte ihn auch lecker. schnell in den Tiefkühler gestellt. Dann vorher. haben wir jetzt wirklich einfach alles abgearbeitet, was wir abarbeiten wollten. Wir sind so vorbildlich. Das feste Showskript, der rote Faden, den wir immer haben jetzt mittlerweile. Ja. Von daher, ich muss noch eine lustige Story muss ich noch erzählen. Okay, Passt bevor gar wir nicht zum Thema, einsteigen, habe ich vorhin Markus. schon gesagt. Liebe Grüße gehen an meinen Friseur mal wieder raus. Der hat ja unseren Podcast wohl irgendwann entdeckt neulich und der hatte eine wahnsinnig große Klappe und unterhält immer den halben Laden. Also dagegen ist mein Organ sehr still. Jedenfalls war ich letzte Woche da zum Haarefärben, wie man offensichtlich sieht. Und es sieht gut aus. Sehr schön. Markus ist jetzt blond, für alle, die nur zuhören und Stimmt. nicht zuschauen. Er Und ist jetzt blond. blondet. Ja. Und da hatten wir leider sehr viel Zeit, uns auch zu unterhalten währenddessen. Und irgendwann haut er im Laden raus, gegenüber 2, 3 Kunden auch, sag mal, also der folgt mir jetzt auch auf meinem Fetisch-Account und dem Podcast-Account. Er sagte so, sag mal,
diese Metalldinger, die ihr auf dem Bild um die Brust, nicht um die Brust hier, um den Schritt hattet, sind das Keuschheitsgürtel. Mitten im Laden. Ich gucke ihn an, er guckt mich an, ich bin rot geworden. Ja, und was macht ihr denn da damit? Also sind die nur Deko oder spielt man damit oder hat man dann Sex? Mir ist alles aus dem Gesicht gefahren. Ja. Ich war dann etwas still und habe sehr leise geantwortet und habe das Thema dann ganz schnell gewechselt. Aber ja. Du bist auch schüchtern und prüde geworden, ne? Ja, ekelhaft, ne? Das musste ich kurz erzählen, weil im Nachgang habe ich das sehr amüsiert. Ja. Ich habe das dann auch, da das Bild mit meinem besten Freund war, wir hatten ein Bild gepostet mit dem Carrara eben dran und habe ich es ihm erzählt, er ist auch halb gestorben innerlich, deswegen wollte ich das einmal kurz teilen. Schöne Geschichte, ja, großartig. Ja. Ich hatte tatsächlich auch da vielleicht so Stories aus dem Alltag, gestern auch noch mit ein paar Bekannten mich unterhalten und war so, ja, heute wieder Podcast aufzeichnen und war gleich großes Interesse. Es war auch eine Hetero-Gruppe, wirklich völlig quer gemischt von jung bis alt. Und dann war ich so, ja, heute geht es tatsächlich um Windeln. Und dann war erstmal so ganz viel, so, okay, krass, okay, ich habe ganz viele Fragen. Und dann kamen gestern auch schon ganz viele Fragen aus der Runde, die ich auch mitgenommen habe. Es war aber tatsächlich keiner irgendwie abgeneigt. Alle hatten irgendwie Interesse. Fand ich sehr spannend. Deswegen auch da. Was für eine geniale Überleitung. Ja, ich dachte, ich muss auch kurz so die Brücke bauen, weißt du? Ne? So. Da muss ich jetzt einmal vorab noch eine Warnung einschieben. Ja. Weil du es gerade schon sagst, es ist viel Interesse da. Ich glaube auch viel Unsicherheit. Wenn ihr hate loswerden wollt, könnt ihr es einfach gerne lassen bei dieser Folge. Wir wollen aufklären. Wir wollen eben vielen Menschen, die sich selber da noch im Weg stehen oder nicht akzeptieren können oder Probleme sich selbst damit haben zu akzeptieren, dem wollen wir helfen. Wir sind neugierig und wir wollen dem Ganzen unbedingt eine Bühne bieten. Ist mir eine Herzensangelegenheit, denn auch ein guter Freund, den ich kenne, struggelt da sehr und deswegen haben wir die Folge heute im Petto. Von daher, Haters gonna hate, aber nicht bei uns. No King-Shaming. So. Ja? Oder könnte man noch so ein süßes Siegel könnte man so machen als Aufkleber für den CSD. Ja. Für die Merch-Abteilung, die ich selber bin. Also diese Notiz ist für mich quasi in der Post-Production. Alex, für deine To-Do-Liste mach mal so kleine Aufkleber. No King-Shaming. No King-Shaming. Das ist eine geile Idee. Und dann mit unserem Logo drunter. Für den CSD. Ja, machen wir. Ich bestelle davon 10.000 Stück. Alex, machst du fertig, ne? Also geil, ich kann meine eigene To-Do-Liste hier rein diktieren. Und jetzt startet die Folge ganz offiziell. Herzlich willkommen. Leiten wir doch über zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Fragt man uns nämlich vorhin auch schon. Ja, super. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf, dass ihr unserer Community die Bühne bietet, die wir brauchen, denn wir sind keine kleine Community und ich denke, es bedarf wirklich vieler Aufklärung. Ja. Ich bin der Sven, ich komme aus der Mitte von Deutschland und ich gehe mit meinem Fetisch ziemlich offen um und sieht man. Respekt. Dankeschön. Ich kämpfe halt dafür, dass wir in unserer Community mehr Gesicht bekommen, mehr Präsenz bekommen und halt auch wirklich um die Aufklärungsarbeit. Ja. Und deshalb passt das wie die Faust aufs Auge, dass ich heute hier sein darf. Ja. Ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir hatten tatsächlich schon einige Zuschriften zu dem Thema und ich hatte auch schon 1, 2, 3, 4 Leute mir aufgeschrieben, die, wenn wir mal eine Folge dazu machen, die ich anschreiben würde. Aber du hast dich ja wirklich sehr aktiv angeboten und dann muss man fairerweise dazu sagen, du magst sehr viel Social Media auch. Und zeigst halt nun mal auch Gesicht, was jetzt ja nun mal für die Videoversion auch dringend notwendig ist. Ja. Von daher alle, die uns bei YouTube gucken, man kann uns live in der Farbe sehen. Und wir werden dich auch bei den Posts markieren. Das heißt, wenn jemand Interesse dann auch hat, deine Bilder anzugucken, die wirklich sehr sehenswert sind, kann man das bei Instagram und auch bei Twitter, glaube ich, oder X jetzt sehr offen sich angucken. Du bist ja der Windelprinz, ne? Genau. So können wir dich auch gleich markieren, ne? Falls ihr reinklicken wollt, klickt rein. Vielleicht einmal ganz zu Beginn, weil die Folge auch einfach dann wahrscheinlich so heißen wird. ABDL. Wofür stehen diese Buchstaben? Genau, kommt aus dem englischen Bereich. Also ABDL heißt es eigentlich richtig, steht für Adult, Baby und Diaper Lover. Also das sind 2 verschiedene, also wir haben mehrere Untergruppen in unserer Community. Ja. Adult Babys sind halt eher die Menschen, die sich als Kleinkind fühlen oder wirklich als Baby, sage ich jetzt mal. Ageplay quasi sagt man dazu ja auch also noch, ist so der Oberbegriff. Da kann man uns gut mit reinbringen. Und Diaper Lover, das sind wirklich die nur Windeln tragen und die benutzen. Das wird halt oft mit anderen Fetischen kombiniert. Ja. Viel mit Rubber zum Beispiel. Echt? Ja, also ich hab noch nie gesehen, die Kombi. So viele Kombis sind wirklich so aus Puppyhood, Rubber und Windeln. Okay. Ja. Gerade auf der Vollsum sieht man das öfters. Habe ich auch schon mit Sportswear und MX auch gern gesehen oder so, ne? Also ich habe ja die Story mal erzählt von dem Freund aus Nürnberg, dem ich da eine Windel gepinkelt habe am CSD in Köln. Ach, ja. Er kombiniert das tatsächlich immer so ein bisschen mit Workwear.
Weil du da ja auch einfach Platz unter den Klamotten hast. Ja. Im Zweifel. Ja. So, da sehe ich das bei ihm ganz oft. Ja. Ja, spannend. Okay, gut, guck mal, haben wir schon mal die Eingangsfrage quasi geklärt. Vielleicht zu dir, ganz grundlegend, einfach weil wir da ja auch gerne von unserer Seite darüber berichten. Wie hat das bei dir angefangen? Also hattest du so einen Punkt, wo du gemerkt hast, boah, geil, das turnt mich an, ich finde das einfach schön. Was genau ist es bei dir und vor allen Dingen, wann hat's angefangen? Also angefangen hat das tatsächlich relativ früh. Denk mal so um die 14, 15 Jahre. Also jetzt vor 14, 15 Jahren oder mit 14, 15? Nee, mit 14, 15 Jahren ja. tatsächlich schon. Frühreif. Ja. Ja, das ist eigentlich so typisch für unsere Community, sage ich jetzt mal. Man hat kleinere Cousinen, kleinere Cousins, Geschwister und die halt wirklich noch Kleinkinder sind und dann findet man die Windeln interessant und mopst sich ein und probiert es aus und zack, ist man schon in dem Ganzen drin. Ja. Ja. Das ist so der übliche, also ich habe tatsächlich, da habe ich mich mit dem Freund aus dem Süden gar nicht drüber unterhalten, wie er dazu kam. Das hätte mich tatsächlich auch interessiert, verdammt. Aber das ist wirklich der Standard, also aus dem Umfeld, das du kennst, wirklich, weil man Berührungspunkte damit hatte, weil in der Familie irgendwo gerade einfach auch Windeln da waren. Oder halt, genau. Also man bestellt die sich dann nicht einfach mal so eben schnell selber, sondern eher zufällig, man rutscht da quasi ein bisschen mit rein oder wird halt getriggert wahrscheinlich. Genau, also man findet es dann spannend, interessant, wie es so ist mit 14, 15 mitten in der Pubertät. Ne? Man probiert viel aus und so rutscht man dann rein. Also ich selber kenne jetzt keinen, der gesagt hat, ja, weiß ich nicht, Erwachsenenwindeln interessieren mich, ich bestelle mir jetzt welche und probiere es aus. Ja. Wie viele Jahre begleitet dich das dann jetzt schon? Ich habe keine Ahnung, wie alt du bist. Muss ich das hier sagen? Also offiziell auf meinem Instagram-Account bin ich als Little unterwegs, ne? Also so im Ageplay-Bereich von 3 Jahren, ne? 3, 4 Jahren. Ja, und ganz offiziell können wir da, glaube ich, noch eine 0 dranhängen. Ja. Willkommen im Club der 30er, zumindest was mich angeht. Aber dann begleitet dich das ja schon 15 Jahre, das Thema. Und bist du ja echt ein Profi. Da bist du ja hier noch mehr Profi als ich mit Rubber. Ja. Krass. Ja, ist schon verdammt lang, ja. Das heißt, du hast einfach für dich ausprobiert und bist dann, also gut, so wie wahrscheinlich bei jedem Fetisch, einfach man probiert es aus, findet es irgendwie geil, interessant, irgendwie ja auch erregend wahrscheinlich, dass das alles zusammenkommt. Wie ging das dann weiter? Also wahrscheinlich im stillen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen erstmal, weil dann hattest du ja auch gesagt, es geht ja auch um Sichtbarkeit oder für die Community schaffen und vor allen Dingen irgendwie auch Hürden abbauen. Wie bist du damit umgegangen? Hast du das überhaupt irgendwem erzählt? Wo hast du Menschen getroffen, die ähnlich ticken wie du? Oder wie war das? Ja, also natürlich hat man das erst zu Hause ganz alleine für sich in seinem Kinderzimmer gemacht. Also, du warst ja minderjährig, das heißt, du wohntest noch zu Hause? Ja. Genau. Und da hat man niemandem von erzählt. Also man stellt sich auch wirklich selber die Frage, was ist mit mir los? Also das kann doch nicht normal sein. Genauso wie wenn man merkt, dass man auf Männer steht anstatt auf Frauen. Ne? Ja. Genau das gleiche Gefühl ist es dann auch. Und dann fängt man halt an zu recherchieren. Ne? Also man guckt im Internet, ist das normal, was ich da mache, oder gibt es irgendwelche Communities? Und damals war das noch ziemlich klein. Also wir hatten nur eine Plattform damals und da hat man sich dann so ein bisschen ausgetauscht. Und also das heißt, du hast mit so jungen Jahren schon angefangen, dich über eine Plattform auszutauschen? Ja. Nee, ist am Ende des Tages super, weil ich glaube, gerade wenn man so jung damit startet, ist die Gefahr doch sehr groß, dass man, wenn man da ganz alleine gelassen wird, dass das gefährlich endet. Sag ich mal, weil man eben wirklich die Gedanken zu kommen, ich bin nicht normal, weißt du, und das kann, glaube ich, schon gefährlich sein, wenn man nicht irgendwie ein gesetztes Umfeld hat oder jemand, mit dem man drüber reden kann. Das stimmt. Also ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der sehr extrovertiert ist und nach außen ist, also ich bin da eigentlich relativ locker und wo ich dann recherchiert habe, dann habe ich gesehen, dass es eine Party gibt in Berlin. Und gut, mit 14, 15 ne, kannst du das noch nicht so. Ja. Und mit 18 bin ich dann tatsächlich das erste Mal dahin gefahren. Alleine ganz oder? Alleine. Ganz What alleine. The fuck? Ganz alleine. Wirklich? Ja, ich habe mich nicht getraut, irgendjemandem davon zu erzählen. Und da habe ich wirklich gesagt, der kleine Sven alleine mit 18 nach Berlin, in das wilde, schlimme Berlin. Genau, also krass. Ich habe niemandem davon erzählt, wirklich, ich hatte auch noch keinen Führerschein. Ich habe mich in den Zug gesetzt und habe gesagt, ich muss das einfach mal sehen. Aber kanntest du denn dann zu der Zeit aus der Community schon Leute? Nein, gar keinen. Wow, Respekt, ey. Absolut gar keinen. Ich habe wirklich Chapeau. Und dann bist du da ganz alleine rein und
Aber hast du einen Anschluss gefunden, hoffentlich mal, oder? Also war es ein schöner Abend vielleicht? Also jein. Ich war glaube ich, ziemlich überfordert. Ja. Ich war ziemlich überfordert. Aber ja, man findet Anschluss, man findet Gespräche. Ich habe nach dem Abend gesagt, das ist für mich überhaupt nichts. Also ich war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, das, was ich hier tue, das ist einfach nur nicht normal und ich gehe jetzt nach Hause und versuche das alles zu vergessen. Also wie lange hat es gedauert, bis du es dann nicht vergessen hast? Tatsächlich, also ich hatte wirklich so ein halbes Jahr, wo ich mich dann überhaupt nicht mehr mit beschäftigt habe. Ach, krass. Und dann fing das halt wieder an. Dann habe ich gemerkt, ja, da ist doch mehr als das ist das Blöde mit Fetischen. Die gehen halt nicht die gehen halt nicht wieder weg, wenn man sich die, also man hat sich die ja nicht ausgesucht. Das hat man ja schon so oft. Nehmen und die Kopfschmerzen sind weg oder der Fetisch, sondern das bleibt halt da, ja. Ach krass. Kann ich aber tatsächlich verstehen, als ich das erste Mal im Lab war, in diesem wunderschönen Laden in Berlin, habe ich danach auch erstmal ein halbes Jahr gebraucht, das zu verdauen, was ich da alles gesehen habe. Es ist einfach, es ist halt eine andere Welt, egal wo du jetzt unterwegs bist, mit welchem Fetisch, wenn du das erste Mal auf eine Veranstaltung gehst und auf Leute triffst, die das halt schon länger machen oder selbstbewusst sind damit oder erfahren, dann ist das erstmal zu viel, meiner Meinung nach. Ja. So, das muss man erstmal verdauen. Und selbst wenn du mit Leuten hingehst, die du kennst und vertraust, aber wenn du das erste Mal siehst, kann das einfach zu viel sein. Aber dann kommt es trotzdem wieder. Ja, aber es ist wirklich, es ist zu viel. Ne? Und auch wenn dann die ersten Berührungen kommen oder die ersten Gespräche darüber, das ist einem einfach unangenehm. Warst du damals mit 18 schon normal geoutet, im Sinne von schwul geoutet? Also da warst du schon, über den Punkt warst du zumindest schon hinweg? Ja, ich habe mich mit 16 geoutet damals, ja. Krass, weil ich meine, das Fetisch-Outing hatten wir ja auch schon mal, also wie nochmal ein zweites Outing. Genau. Ja. Und ich glaube dann, je nachdem, welcher Fetisch es auch noch ist, bedarf es noch mehr Erklärung oder mehr Mut quasi, sich da zu outen. Ich will jetzt da auch gar keinem zu nahe treten, aber ich glaube, wenn ich mich mit Rubber oute, ist es immer noch einfacher im sozialen Umfeld, als wenn ich mich mit ABDL oute im Umfeld. Da werden wir auch gleich noch zu kommen. Ich glaube, das brennt vielen auf der Seele. Ja. Das ist halt so unfair, weil am Ende sind es beides Fetische, für die sich keiner ausgesucht hat, die auch keinem wehtun. Du machst nichts Illegales, du tust keinem weh damit, du hast einfach nur Spaß mit dir selber oder mit anderen. Das machen wir beide ja auch in Rubber. Also nicht miteinander? Naja, einmal auf dem Boden schon mal. Ja, gut, aber also egal, die alten Kamellen packen wir nicht wieder aus heute. Aber am Ende des Tages ist es halt so unfair, dass ihr so viel mehr Aufwand habt oder Energie reinstecken müsst, Akzeptanz zu finden oder euch zu outen, ne? Das verstehe ich einfach nicht. Deswegen machen wir die Folge heute auch. Ja, es ist wirklich sehr wichtig. Und wir müssen halt wirklich viel Aufwand betreiben, weil wir uns nicht genau aus diesen Gründen halt so öffentlich zeigen oder viele sich nicht trauen, sich öffentlich zu zeigen, weil es halt immer noch ein Tabuthema ist. Ja, ne, selbst innerhalb der Community. Ja, also da noch am schlimmsten. Also von außen noch nicht mal, sondern wirklich am schlimmsten innerhalb der Community, was uns halt wirklich am meisten bewegt. Ne? Weil wir kämpfen alle für das Gleiche. Ne? Ja. Wir wollen alle akzeptiert werden, wir wollen alle die Rechte haben, die jeder bekommen sollte. Und warum soll man sich dann innerhalb der Community fertig machen? Der Punkt ist ja vor allen Dingen ihr lebt ja euren Fetisch auch nicht mit jemandem aus, der gar keinen Bock drauf hat. Also ihr zwingt ja keinen dazu. Nein. Ihr wollt einfach nur Akzeptanz haben. Ja. Und wenn du das mit jemandem auslebst, dann ist das ja so wie ich auch mit jemandem, der den Fetisch teilt. So. Genau. Ja. Und wenn du jetzt mit uns irgendwo was trinken gehst und ob du jetzt eine Windel drunter hast oder nicht, ist mir doch total egal, wenn du Spaß hast dabei. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja eher Spaß dabei, wenn jemand da Spaß dran hat, so wie in Köln, dass ich dann halt dem lieben Benji, hi, in die Windel reinpinkel. Und da haben wir halt alle Spaß gehabt am Ende dabei. Warum soll ich den jetzt irgendwie dafür benachteiligen oder ihn schlechter sehen? Richtig. Das ist, vor allem man kriegt es ja gar nicht mit. Ich wollte sagen, du störst ja keinen. Also wenn du dich nicht so kleidest, das sieht ja keiner. Keinen damit. Richtig. Also mit geschultem Blick, wie ich zum Beispiel mittlerweile habe. Ich sehe es mittlerweile, aber halt durch Benji, weil er halt das oftmals, wenn ich mit ihm unterwegs war, auch mal unter zum Beispiel, wenn ich Adidas Chile, wenn er anhatte, die sind ein bisschen enger geschnitten, die Jogginghosen, da sieht man es dann schon irgendwann. Aber da muss man halt schon gekonnt hingucken. Genau, und hingucken, genau. Und selbst dann denke ich mir so, fällt es ja keinem irgendwie draußen auf und so, ne? Ich hau ihm ein paar Mal auf den Arsch, also um zu ärgern. Ja. Die meisten haben immer Angst, also die so anfangen mit dem Fetisch, die tragen das auch nur zu Hause tatsächlich und haben Angst rauszugehen, weil die denken, oh, jeder guckt mir auf den Hintern, ne? Ich habe so einen dicken Hintern. Aber ganz ehrlich, man kann sagen, wenn die Leute nicht damit rechnen, dass du eine Windel trägst, was sie ja nicht tun, also kein normaler Mensch denkt, du trägst eine Windel, dann sehen die das auch nicht. Das ist der Irrglaube, Ganz ehrlich, also es gibt nichts Praktisches, als wenn du in die Bars gehst oder durch die Bars ziehst und das Argument unterschreibe ich tatsächlich. Und nicht auf solche versifften Toiletten gehen musst. Ne? Das ist ein Argument. Ich wollte gerade sagen, also tatsächlich
gerade für mich, der auch wirklich, wenn er irgendwie einen Gin Tonic hat und dann 3-mal auf Klo gehen muss. Same, ich auch. Ich habe echt eine Konfirmandenblase. Also wirklich, der rein sachlich praktische Faktor daran, auch für mich, der irgendwie alle 5 Minuten auf Klo rennt, wenn er unterwegs ist nicht abzustreiten. Oder sogar bei Konzerten oder so. Ja, Also das ist ja wirklich voll praktisch. Festivals, du musst den Platz nicht verlassen. Und ganz ehrlich, kein Stuhl ist dir zu hart. Ne? Also im Hamburger Volksparkstadion wäre das wirklich mal eine Option. Ja. Weil die sind ja knochenhart, die Stühle da. Ja, guck mal, das war oder im gar Flugzeug, ne? Also du musst nicht, wenn du einen Fensterplatz hast, alle 10 Minuten die Leute bitten aufzustehen. Am Flughafen taucht es ja nicht auf. Ist ja nur Stoff. Doch, leider schon. Echt jetzt? Also ich bin sehr offen damit. Also ich mache das auch, wenn ich in Urlaub fliege. Geil, ich lieb's. Es kommt halt drauf an. Also früher so ging das wirklich, wo die noch nicht diese Nacktscanner hatten. Ja. Da ist es nicht aufgefallen. Jetzt, wenn sie trocken ist, kann es sein, dass es auch nicht auffällt. Aber meistens kommt da tatsächlich wirklich ein Ausrufezeichen auf dem Display. Wenn es nass ist, dann sowieso. Dann ist es ganz fertig. Und dann wirst du schon zur Seite gezogen. Ja. Was sagst du denen? Also jetzt zum Thema, das ist ja genau eigentlich der Punkt. Das ist ja die Brücke aus dem, ich lebe es privat aus und laufe damit vielleicht auch durch die Straßen und so und keiner merkt es. Ja. Aber das ist ja quasi ein Berührungspunkt, wo dieser Fetisch ja auf einmal nach draußen kommt. Ja. Wie reagierst du dann und wie reagiert die Gegenseite vor allen Dingen? Also es ist tatsächlich immer ganz spannend und ich kann auch im Vorfeld schon sagen, ich habe nie irgendwie bösen Gegenwind bekommen oder so, auch am Flughafen nicht vom Sicherheitspersonal. Die ziehen dich raus, ganz normal, ne, machen das nochmal mit dem Handscanner und tasten dich dann ab. Ja, und dann sehen die halt, dass da was drunter ist. Und die sehen das nicht nur einmal am Tag bei dir. Also jetzt vielleicht eine auffällige Windel mit Print oder so schon, aber die sehen das nicht nur einmal und die fragen dann halt kurz, ist das eine Windel oder ist das Inkontinenzmaterial? Keine Ahnung. Ich wollte sagen, es kann ja auch medizinische Gründe einfach mal haben. Ja. So, muss ja gar nicht unbedingt sein. Genau, du musst es ja nicht beweisen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Genau. Es ist ja nicht, dass man dann da steht und einfach sagt, geil, ja, ich bin jetzt einfach horny, sondern es kann ja wirklich einfach was Genau, es gibt ja auch sein, diskretere wirklich, ne, dass man dann sagt, ja, ich bin darauf angewiesen und du musst ja nichts belegen oder so und dann hat es sich schon erledigt, dann sagen die, ja, ist okay und dann kannst du weitergehen. Also wirklich ganz harmlos, man braucht da echt keinen Schiss. Ich glaube, da Max, das wollte ich gerade noch sagen, am Ende des Tages, da ist natürlich ganz viel Unsicherheit dabei, das war bei mir früher auch so. Wenn du einen Fetisch öffentlich trägst, dann machst du dir selber am allermeisten Gedanken, dass irgendjemand dich schräg angucken könnte. Genau. Und alleine dadurch machst du dich wiederum auffällig für andere. Das ist ja die Krux. Ja. Wenn du aber, ich sag mal, völlig selbstsicher normal durch die Stadt läufst, egal ob mit der Windel drunter oder mit Rubber an oder mit einem glänzenden Jogginganzug, keine Ahnung, und selbstsicher durch die Stadt läufst und keinen anguckst dabei, weil das ist immer das Schlimme. Du versuchst deine Leute anzugucken, um zu gucken, ob sie dich angucken. Ja. So, und das macht's auffällig. Das ist auffällig. Oder wenn du ständig an der Hose am Zuppeln bist. Ne? Genau, dann, aber wenn du einfach da ganz stinknormal durch die Gegend läufst, so wie ich es mittlerweile mache, dann guckt da keinen Schwanz. Nein. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Ja. Weißt du noch, wie wir vor über einem halben Jahr genau hier in dieser Halle saßen und Folge 1 und 2 produziert weißt haben? Du noch, Vitali? Damals, ja. Und da habe ich gesagt, ich habe Schwierigkeiten, mit TNs und einem glänzenden Chile-Suit rauszugehen, weil ich das Gefühl habe, ich habe diesen Stempel auf mit, ich bin kinky. Ja. Was ja Schwachsinn ist, weil Chile ist ja nicht gleich, also versaut. Also Chile ist sogar ein Adidas-Logo drauf. Genau, es ist ja was ganz Normales, aber trotzdem habe ich das Gefühl, alle starren mich an. Ja. Mittlerweile kann ich das, weil ich einfach selber verstanden habe, nee. Die starrt keiner an. Nur wenn du die anstarrst, um zu gucken, ob die dich anstarrt, dann starren sie dich an. Ja. Es ist halt wirklich immer wichtig, dass man selbstsicher damit umgeht. Ja. Ne? Und bei mir ist es immer so, also ich sag wirklich, mein Lebensmotto ist tatsächlich why not? Ne? Also einfach nur why not? Warum nicht? Ich lebe nur einmal, es ist mein Leben. Und ich jetzt nicht gerade irgendwas Tattoo sogar an dir gesehen? Hab ich mir sogar tätowieren lassen, ja. Mann, bin ich aufmerksam. Weil ich sag mir, be yourself, ne? Genau, be yourself habe ich auch, ja. Geil. Ich will nichts bereuen später. Und ich ganz kurz nochmal zu eben, also das beste Beispiel letztes Jahr auf der Folsum. Da war ich tatsächlich nur in Windel unterwegs. Es war auch warm genug. Dann kommt die Imbissverkäuferin zu mir, sieht mich und sagt, darf ich dich mal was fragen? Ich sag so, ja. Ist das eine Windel? Ich sag so, ja. Und dann sagt sie so, warum? Und ich sag so, warum nicht? Ne? Und die guckt mich an. Die hatte nur noch Fragezeichen im Gesicht. Und ich dachte, ja, darauf kann ich jetzt auch nicht antworten. Aber er sagt so, wenn es dir Spaß macht, und sagt so, ja, mach ich's. Was für eine geile Unterhaltung. Können wir die bitte irgendwo abdrucken? Ja. Das ist ja, also das ist ja nicht nur für einen Windelfetisch perfekt, die Unterhaltung, sondern diese für jeden Fetisch perfekt. Mehr brauchst gar warum nicht? Ja. Ich habe ja dieser Verkäuferin nichts getan damit. Richtig. Ja. Sie war vielleicht verunsichert oder halt hatte Fragen, ist okay. Ja.
Geil, ich lieb's. Und damit wirfst du sie komplett aus der Bahn, also deinen Gesprächspartner. Ja, genau. Aber an den Punkt muss man dann erstmal kommen tatsächlich. Und ich glaube, da passt es gerade perfekt einzuhaken. Ich hatte einen guten Freund, der auch den Fetisch teilt und sehr große Struggle damit noch hat. Hatte ich halt gebeten, mir ein bisschen seine Gedanken dazu aufzuschreiben, weil ich ja nun mal den Fetisch nicht teile und damit auch die Gedanken nicht teile oder den Struggle habe. Aber ich glaube, die Gedanken, die er dazu hat, die helfen ganz vielen, wenn du da was zu sagst. Und gerne, ja. Da ist tatsächlich so ein bisschen das Thema, was wir gerade schon hatten. Wenn ich da mit einer gewissen Selbstakzeptanz hingehe und einem Selbstbewusstsein, dann hast du da nicht so viele Einfallstore von extern. Aber wie bist du an den Punkt überhaupt gekommen, dass du selbst akzeptierst und dass du halt eben dieses Selbstbewusstsein jetzt mit dir nach außen trägst, um eben dieser Imbissverkäuferin so zu antworten, wie du gerade geantwortet hast? Ja, tatsächlich muss man das lernen. Ne? Also das ist wirklich, man muss immer lernen, dass man nur für sich selber lebt. Also man lebt wirklich nicht für jemanden anderes. Und man bekommt sehr viel Hate über Social Media, ne? Und man muss lernen, damit umzugehen. Also ich kann wirklich an alle appellieren, dass man das nie an sich rankommen lässt. Also alles, was auf Social Media ist, die haben immer nur da eine große Klappe und draußen nicht. Also wirklich, das würde ich nie an mich ranlassen. Und irgendwann musst du halt an den Punkt kommen, dass du sagst, ja gut, ich habe jetzt den Fetisch, es ist nun mal so, es ist nichts Verbotenes, wir machen nichts Perverses, es ist ein ganz normaler Fetisch, wie jeder andere auch. Ja. Und wenn du das verstanden hast, und wenn du sagst, ich lasse wirklich nichts an mich ran, dann kannst du auch so selbstsicher auftreten und sagen, ja, what the fuck, das ist mein Leben und dazu stehe ich. Why not? Ja. Oder why not, ja. Noch besser, ja. Und also ich könnte es mir jetzt spontan so vorstellen, wie es auch bei mir selber war. Ich habe mich irgendwann, ich war am Anfang aus und habe halt hinterfragt, warum ist es jetzt Gummi, warum sind es Socks, warum sind es Sneaker? Also dahinter fragt man sich ja selber auch und denkt so, okay, warum? Aber als ich dann den Rückhalt hatte, auch aus der Community, aus den Kreisen, wo es ähnliche Menschen gibt, die genauso ticken wie ich, merkte ich auch so, hey, da sind ja auch noch andere draußen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Rückhalt, der innerhalb der, ich sag mal, jetzt nicht der ganzen Gay- oder Queer-Community, sondern halt innerhalb eurer Community, dass da der Zusammenhalt wahrscheinlich auch einfach da ist, oder? Ja, also ich muss sagen, unsere Community ist wirklich großartig, ne? Und die ist wirklich auch einzigartig und anders. Es ist nicht so wie in vielen anderen Communities, wo da irgendwelche Anfeindungen sind oder so. Wir sind wirklich, man leider oft, wir sind alle füreinander da. Also ich habe das noch nie auf irgendeiner Party erlebt, dass es irgendwie Streit gibt, Zoff, Prügelei oder sonst irgendwas. Wir sind wirklich immer alle füreinander da. Wir sprechen alle offen miteinander. Also klar, also ich bin in unserer Community durch meine Posts bekannt und viele sprechen mich auf den Partys immer an, die gerade das erste Mal auf der Party sind und sagen, boah, ich finde es mega, was du machst. Ne? Du bist wie ein Vorbild. Und das ist für mich immer eine richtige Bestätigung, dass ich sage, ja, das ist genau das, was ich erreichen will und das tut so gut. Genau, und es ist richtig, was du tust. Und es ist richtig, genau. Und jeder, der ein Gespräch sucht, geht auf so eine Party und kann sich über das Thema austauschen. Also ich glaube am Ende des Tages, dass eure Community so harmonisch ist, liegt vor allen Dingen daran, dass ihr so viele Anfeindungen von außerhalb habt. Das schweißt dann ja am Ende zusammen. Genau. Am Ende ist es irgendwie traurig, aber auch schön zugleich, weil dann kann man ja jedem Neuling auch nur empfehlen, den Weg in die Community zu suchen, um erstmal quasi sich selber zu stärken, zu akzeptieren, unter Gleichgesinnten anzukommen, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wie du jetzt, zu sagen, okay, aus einem Gefühl der Stärke heraus kann ich jetzt nach außen gehen damit. Genau. Weil ich jetzt den Rückhalt auch habe und im Endeffekt bewegt man sich dann halt mal für ein Wochenende bei einer Party in eurer Community und wenn man dann aber auch noch andere Fetische hat, was ja durchaus häufig vorkommt, also Multifetisch technisch, dann kann man sich ja auch dann, wenn man soweit ist, einfach in anderen Bereichen auch mal wieder bewegen oder die Sachen dann einfach vermischen, wie du schon sagst, das mit Rubber, mit Workwear, was auch immer. Viele kombinieren das, Ja, genau. Und dann ist es auch einfach, glaube ich, irgendwann egal. Ja. Jetzt tatsächlich zu solchen Partys. Ich muss da jetzt mal so ein bisschen in diese Wunde reindrücken. Was geht da so? Also, das ist ganz spannend. Ist das jetzt tatsächlich, wir hatten das in den letzten Folgen ja auch mit dem Thema Leder. Klar, in Leder kann ich auch einfach geilen Sex haben, ja. Aber meistens sind es oder sind gerne einfach auch erstmal so Socializing, Netzwerktreffen. Ist das bei euch auch so oder habt ihr auch dann, ich sag mal, die klassische, da geht mehr Party? Tatsächlich ist es wirklich eher so eine Social Party. Also das sind eigentlich so die einzigen Gelegenheiten, wenn du weit vernetzt bist, wo du wirklich viele Gesichter triffst und wieder triffst und dich unterhältst und du bist eigentlich den ganzen Abend beschäftigt damit, dich mit Leuten zu unterhalten. Ja.
Auf unseren Partys ist Sex tatsächlich verboten. Ne? Also es wird nicht gewünscht, weil das halt auch nicht der Sinn bei uns ist. Ne? Also die sexuelle Aktivität steht bei unserem Fetisch nicht im Vordergrund. Klar, für viele ist es auch reizend. Ne? Also für mich würde das nicht in Frage kommen. Also ne, das ist, sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Und es gibt eine Party, da hast du auch deinen Cruising-Bereich und da gibt es halt auch sowas, Aber ich kann mir es tatsächlich jetzt bei euch auch gar nicht so vorstellen, die sexuellen Aktivitäten, weil wenn ich jetzt mir überlege, bei Rubber zum Beispiel habe ich ja auch irgendwelche Zipper oder Zugangsmöglichkeiten, der ist ja dafür konzipiert quasi. Respekt. Ja. Nee, aber jetzt mal blöd gesagt, wenn ich auf Windeln stehe, dann gibt es die ja nicht mit Zipper. Das macht ja gar keinen Sinn. Also, aber die machst du dir dann selber, die Zugangsmöglichkeiten. Okay. Ja. Also es gibt es dann teilweise, aber der Grundgedanke dahinter ist natürlich eher das Tragen oder das Ageplay quasi und nicht das Sexuelle. Das macht aber total Sinn für mich tatsächlich. Ja. Also das würde sich jetzt auch, wenn ich gerade so drüber nachdenke, irgendwie komisch anfühlen, wenn da irgendwelche wilden Sexorgien stattfinden würden bei euren Partys. Tatsächlich nicht. Also viele kombinieren das dann beim Wickeln oder so, ne? Also dann wird das kombiniert, aber ansonsten. Oder dann halt vielleicht für die wirklich dann noch aufgeladen sind, halt nach der Party wahrscheinlich dann, jeder darf irgendwo hin ins Hotel mitgehen. So what? Ja. Ist ja nichts, kann jeder machen, wie er möchte. Genau. So, wie halt auf sonst irgendwelchen Partys auch, wo dann halt danach noch irgendwo dann die Afterparty steigt. Ja. Vielleicht beschreibt doch mal für alle, die jetzt sagen, okay, mit diesem Fetisch kann ich nichts anfangen, ich kann ihn nicht greifen, weil so geht es tatsächlich mir auch ein bisschen. Ich kann es irgendwie, das ist für mich wenig greifbar. Ich versuche mal irgendwie mir gerade Analogien zu Dingen, die mir irgendwie gefallen, zu bauen. Wenn ich jetzt daran denke, keine Ahnung, ich bin gerne irgendwie devot und eher der Sub und mag wirklich? das halt total, eine dominante, führende Hand vor mir zu haben, über mir aufschauend. Naja, auf jeden Fall so. Das löst in mir etwas aus, was mich irgendwie total antörnt und was mich total stimuliert. Also das ist es bei mir oder keine Ahnung, wenn gefesselt sein, leichte Schmerzen, das sind alles Dinge, die in mir irgendwie etwas auslösen. Was ist es bei dir? Man kann das irgendwie beschreiben, ein bisschen in Worte packen. So was, wenn ich jetzt frage, was gibt dir dieser Fetisch und was macht dich daran geil oder was gibt dir das? Also bei mir, und das ist wirklich auch beim großen Teil unserer Community so, es gibt uns dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Ne? Also es ist einfach so, man legt den Alltag ab. Ne? Gerade wenn man so einen stressigen oder einen verantwortungsvollen Beruf hat, ist das so der perfekte Kontext dazu. Man ist wirklich in einer ganz anderen Safe Space. Kopf abschalten quasi auch. Ja. Aber das eher das Ageplay oder auch einfach das, also wenn du jetzt zum Beispiel Freitagabend nach einer stressigen Woche einfach nur eine Windel anziehst, würde das dich quasi auch schon in den Space bringen zum Abschalten? Also bei mir geht es nicht nach Wochentagen, ich trage wirklich fast 24/7. Wild! Okay, krass, Halt nicht als Ageplayer dann so. Nee, einfach nur, weil du dich wohlfühlst damit. Genau, ja. Ja, gut, warum nicht? Also ich habe ja auch zum Beispiel fast immer durchgehend Cage dran. Ja. So. Und so dieser Little-Modus, Ageplay-Modus ist dann halt wirklich eher so auf Partys, auf Veranstaltungen. Das kannst du mit dir selber ja eigentlich ganz schwierig machen. Also man hat da wahrscheinlich wenig Möglichkeiten. Nee, das macht keinen Sinn. Du bist halt, für mich ist dann immer, wenn so eine Party ist, die ist meistens samstags, dann machen viele ein ganzes Wochenende daraus und dann ist wirklich so, ab Abreise ist dann halt so dieser Modus drin bis zur Heimreise, genau. Ja. Jetzt zu den Partys, ich muss auch fragen. Ich merke, es kommen immer mehr Fragen. Ich will das Dafür verstehen. bin ich hier. Ja. Also auch da wieder, weil wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, Dom und Sub. So, da ist ganz klar, es gibt irgendwie quasi einen Dominanten, es gibt einen Unterwürfigen. So, wenn es da eine Party gibt, wäre doof, wenn nur Subs rumlaufen. Wie ist das jetzt, ich sag mal, wenn bei euch ein Treffen stattfindet und bei Ageplay, brauche ich da überhaupt, ich sag mal, den Erwachsenen? Nee. Also, oder ist das wirklich, also das kommt mir jetzt gerade ganz spontan. Das ist so, ich sag mal, das ist so der Traum oder der Wunsch von jedem von uns, ne? Dass der irgendwo da draußen den Gegenpart findet oder den Daddy findet, der halt sich wirklich so um dich kümmert und dich wirklich so in dem Ageplay-Modus nimmt und unterstützt und das auch genauso fühlt, aber halt dabei selber vielleicht keine Windel trägt. Ja. Was bei vielen aber auch so ist, man hat einfach Windelfreunde. Ne? Und
das reicht voll und ganz. So wie in anderen Communities, wo man auch unter sich ist, dann auf Augenebene quasi. Ja. Da ist wirklich, klar, jeder hat vielleicht seine Rollen, ob er jetzt dominant ist oder nicht. Das und, ist aber euch wiederum etwas egal quasi, wenn ich es richtig verstehe. Also die sexuelle Rolle ist ja die ist weniger tragend in dem Moment dann. Ja. Und wenn beide Windeln tragen und was sie dann später in ihrem Hotelzimmer machen, das muss ja jeder für sich dann. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt auf einer Veranstaltung trägst du Windeln zum Beispiel und im Hotelzimmer seid ihr zurück, dann können ja bestimmt auch viele trotzdem den Cut machen zu sagen, ich habe jetzt Bock auf normalen Sex. Kommt ja auch vor wahrscheinlich. Dann kommt die Windel wahrscheinlich weg und dann hat man einfach Sex und fertig. Oder man lässt die an, also je nachdem, wie das möchten, auch auf den Partys. Du hast, gut, bei uns ist es ziemlich vermischt mit den Puppies, also viele Puppies, die gehen auf unsere Partys, die halt wirklich beide Fetische haben, ne? Die machen das dann schon auch auf den Partys. Ne? Dann hat man schon den dominanteren Part, der den einen an der Leine da rumführt oder gefesselt oder so. Ne? Warum nicht? Das kann man ja durchaus kombinieren dann. Ich habe mich vorhin tatsächlich nicht getraut, weil ich auch selber ein bisschen Angst habe, in ein Fettnäpfchen zu treten. Ne? Wir hatten es ja, Alex und ich hatten im Vorder schon drüber gesprochen, weil wir auch der Meinung waren, dass quasi auch der Fetisch so ein bisschen daherkommt, zu sagen, ich entfliehe dem Alltag oder ich schalte ab. Und unser beider erster Gedanke war, die Puppy-Community. Ja. Die macht ja effektiv nichts anderes. Von daher, wenn ich ihm jetzt auf den Schlips damit gedreht bin, tut es mir leid. Aber da ist ja aber im Endeffekt auch so ein bisschen der Punkt, du setzt eine Maske auf, Puppy-Maske, du kommst in einen anderen Headspace, du verhältst dich anders oder hast einen Gegenüber, der mit dir spielt und so weiter. Also ich glaube, auch wenn es viele vielleicht nicht hören wollen, aber irgendwie Parallelen gibt es da trotzdem. Ja, gibt's. Also es war... Das ist nicht wahr, das ist immer noch, viele aus der Puppy-Szene sehen das halt nicht gerne. Ne? Also die sind da wirklich, genau das Fettnäpfchen, die grenzen sich dann ab, aber es sind halt wirklich viele und viele nutzen halt auch das Sprungbrett, weil es wirklich viele gibt, die das kombinieren, um halt auch ihre Instagram-Profile zu machen oder so und die sich nicht trauen, das Gesicht zu zeigen, die kombinieren das dann halt mit einem Puppy-Hood. Ne? Ja gut. Das also es ist nochmal so ein bisschen mehr Safe Space. Die Puppy-Hood ist ja oft auch Einstieg für jemanden, der einfach sein Gesicht noch nicht zeigen will und einen Safe Space sucht, sag ich mal, und sich mit der Puppy-Hood wohlfühlt. Ja. So. Und wenn man dann aber halt noch einen Windelfetisch dazu hat, dann kann man das ja wunderbar kombinieren. Ja, genau. Die Analogie, die wir halt vorhin auch dazu hatten, um mal ein bisschen weiter zu spinnen, war genau dieses Ding zu sagen, okay, das eine ist das Ageplay, quasi, was ich verglichen hatte mit dem Pupplay, also wirklich sich als Puppy zu fühlen vielleicht auch. Ja. Und das andere wäre, ich trage einfach nur Windeln, unabhängig von dem Rollenspiel dahinter, genauso wie ich trage eine Puppy-Hood, weil ich die einfach schön, ästhetisch, sexy, sonst was finde, aber ohne das Pubplay zu haben. Also das war so ein bisschen, das wäre ich dann. Genau. Hallo. Deswegen, das war genau das, wo wir kamen. Und wie gesagt, auf gar keinen Fall jetzt irgendwie jemandem zu nahe treten draußen. Also, wir versuchen es nur irgendwie einzugrenzen, weil wir beide Fetisch ja nicht teilen. Genau, wir wollen halt auf gar keinen Fall mit weder Papi noch Windel oder ABDL, aber für mich ist das zumindest greifbarer, so ein bisschen das so einzuordnen. Ja. Total spannend. Ich hatte gerade noch irgendeine Frage. Wo ist sie denn hin? Ich habe hier noch ganz viele, Alex. Die kommt wieder. Also, wie lange quatschen wir denn eigentlich schon wieder? Nur mal so für einen Zwischenstand. Ach ja, so bummelig plus minus 35 Minuten. Ach Mensch, wird wieder eine Stunde. Schade für euch. Ja, aber tatsächlich nach den letzten Stundenfolgen kam immer zurück auf, man könnte das auch länger machen. Was? Ja, da kamen wirklich Kommentare von draußen. Auf gar keinen Fall. Also, jetzt habe ich meine Frage auch schon wieder. Ja, dann. Von draußen. Du hast es ja gesagt, du trägst gerne 24/7 Windel. So. Ja. Wann und wie wurdest du schon mal erwischt und entlarvt? Wir hatten das am Flughafen jetzt, okay, da kann man immer mal sagen, ja, ich trage einfach eine Windel, Punkt. Hattest du auch den Moment, wo du gesagt hast, ich trage eine Windel, also nicht, weil ich sie brauche, jetzt ist mal medizinisch, sondern weil ich das einfach möchte. Hattest du solche Momente schon im Leben, wo du, ich sag mal, Achtung, ich will auch keinem zu nahe treten, der prüden Hetero-Welt das quasi so ins Gesicht gesagt hast? Oder der prüden Gay-Welt. Gibt's ja auch der auch. Prüden Gay-Welt. So, aber ich will auch da, sorry an alle da draußen, ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Genau, also ich muss dazu sagen, ich grenze es halt wirklich ab, so von der Arbeit. Ne? Also für mich passt das, also ich kann es für mich nicht vereinbaren und kann es nicht kombinieren, das wäre für mich auch fehl am Platz. Aber ansonsten in der Privatwelt, wie gesagt, in der Hetero-Welt tatsächlich noch nie Probleme gehabt. Wer mein Instagram-Profil kennt, der weiß, ich mache meine Bilder ziemlich öffentlich. Also ich bin da ziemlich öffentlich unterwegs, mache auch an öffentlichen Plätzen Fotos, weil es ist nichts Verbotenes. Und dann ja auch oben ohne, also es fällt ja auch wirklich auf dann. Also es ist nicht so, dass du sagst, du hast komplett normale Klamotten und hebst mal dein T-Shirt so ein bisschen hoch, dass man da so ein bisschen was sieht, sondern es ist ja wirklich dann nach oben ohne. Genau, also für mich ist es wirklich schon fast wie ein Hobby geworden. Ja, also es ist wirklich so mein cool. Also mein Baby. Ne? Man muss ja im Endeffekt auch einfach andere Leute damit mal konfrontieren, im Zweifel.
Was soll kaputt gehen dabei? Genau, und aus der Gay-Community gibt halt ein Beispiel auch von früher zum Beispiel. Ja. Ich war auch 18, 19 und wie man dann so ist, ne? Man ist auf Romeo unterwegs, auf Grindr und was weiß ich. Und ich hatte ein Fetischprofil und habe jemanden angeschrieben mit dem Fetischprofil. Und dann habe ich übelste Beleidigungen von ihm zurückbekommen, ne? Wie abnormal das wäre, wie eklig, wie pädophil und so, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Und da habe ich mir gedacht, Alter, ne, jetzt wart's mal ab. Zum Eingrenzen, der hatte ja ein Fetischprofil für andere Fetische. Nee, das ist ein normales Profil. Also Ach, kein ein normales Fetischprofil, Profil. das war auf Romeo, genau. Sorry, Ja, okay, genau. missverstanden. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also ich habe da nicht geantwortet, ne, weil die Mühe gebe ich mir gar nicht, ist schwachsinnig. Habe mich dann mit meinem normalen Profil eingeloggt, habe ihn gesucht und habe ihn mit meinem normalen Profil angeschrieben. Und dann kam, oh, du siehst aber gut aus. Ich sag so, ja danke, du auch. Ne? Und dann ging das so, der ganze Text weiter und dann habe ich, man kennt die Bilder, die man dann bekommt, ne? Und dann so, ja, wollen wir uns nicht mal treffen und was weiß ich, ne? Und dann habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt, habe gesagt, nur weil ich einen Fetisch habe, willst du dich nicht mit mir treffen, den du abtören findest, aber wenn du mein Gesicht siehst, dann sagst du, ja, ich will mich mit dir treffen. Krass. Ja, also das fand ich so. Dann kam von ihm keine Antwort mehr? Nee, dann kam gar nichts mehr. Dann war ich geblockt. Ja. Aber das ist halt so dieses typische Beispiel. Ey. Oder was ich ganz schlimm finde, so aus den eigenen Reihen. Ich war auf so einer All-Gear-Veranstaltung und da bekommt man halt wirklich viel Hate. Ne? Also ich entschuldige mich jetzt, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber tatsächlich meistens aus der Puppy-Szene. Also es war jedes Mal, es war zweimal und es war zweimal ein Auf einer Puppy. Gear-Veranstaltung hast du Hate bekommen von anderen Leuten, die Fetische haben. Genau, die waren alle für diesen Fetisch da. Also richtig bescheuert und dann kommen halt solche Kommentare wie, oh, was wollen denn jetzt die Pedos auch noch hier, jetzt nehmen die uns auch noch die Party weg, ne? Oder der eine hat mir dann komplett sein Bier über den Wanz gekippt, ne? Und hat Also gesagt, mach dich nach Hause, ja, das ist schon. Also sorry, wirklich einmal da draußen, ihr seid Arschlöcher. Ihr seid Also richtige die sowas Arschlöcher. machen, Ich finde, das geht halt gar nicht. Wir können nicht zusammenhalten unter einer Regenbogenflagge und sagen, wir kämpfen alle für die gleichen Rechte. Ja. Und auf den Partys in den eigenen Reihen machen wir so eine Scheiße. Es gibt auch genügend, die mit Papi zum Beispiel nichts anfangen können, mit anderen Fetischen, aber da muss ich doch nicht anfangen auf einer Party, die Leute dann irgendwie... Und es geht ja um Akzeptanz. Ich gehe auf den Weg halt zur Not, wenn ich ein Problem damit ich gehe habe. einfach weiter. Also, Genau. aber Guck ich das ja ist, nicht hin, wenn es mich nicht es interessiert. geht ja einfach um die Akzeptanz, für die wir ja alle irgendwie kämpfen oder die wir ja auch genießen. Das ist ja genau der Punkt. Mittlerweile darf man ja sagen, wir genießen eine gewisse Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft. Absolut, ja. Was ist das für eine Sauerei? Ja, das ist richtig schockierend. Du hast jetzt zweimal das Wort Pädophilie und Pedo verwendet und meintest, da kommen wir später drauf. Ich habe Fragen. Ja, gerne. Wieso? Machen wir doch gleich jetzt. Wieso ist das so naheliegend? Also jetzt aufpassen, jetzt wird es wirklich wichtig. Okay, oder dann? Ja, warum? Also wo kommt das her und überhaupt? Ja, so viele, die schieben uns wirklich in die Schublade, wir wären pädophil, ne? Weil, gut, also das, was wir praktizieren, halt wirklich kindliche Züge hat, aber ich muss das gleich vorwegnehmen, also wir verhalten uns wie Kinder und wir stehen nicht auf Kinder. Ne? Also wir mögen einfach nur dieses Gefühl so, wie soll ich es beschreiben, also das Gefühl, wirklich alles machen zu dürfen, was man möchte. Ist man wieder bei dem Punkt, einfach den Headspace die Grenzen neu abzuschalten einfach. Genau. Aber ihr, wie du schon sagst, ihr seid ja das Kind. Genau, also wir würden niemals, also ich kenne keinen aus den Reihen und wir würden niemals irgendwas mit Minderjährigen anfangen oder uns irgendwie mit denen auf eine Schiene stellen. Weil es ist eigentlich auch, wenn ihr mal logisch nachdenkt, ist es schwachsinnig. Der Reiz, also der Reiz daran ist ja das Ageplay quasi. Genau. Im Zweifel auch mit jemandem, der den... Da sind wir wieder beim Thema Fetisch. Ja. Das Interessante ist ja nur, einen Fetisch auszuleben mit jemandem, der den gleichen Fetisch teilt. Ja. Und der ist ja auch einfach so in einem Alter, wo man dann halt wiederum sich jünger fühlt zum Beispiel, oder jünger den Fetisch teilt. Das ist ja völlig fernliegend, um auf Pädophilie zu kommen. Es ist halt auch schwachsinnig, weil wir verhalten uns so und dann würden wir ja nicht... Ich befürchte leider, dass das Menschen sind, die vielleicht nicht den höchsten Intelligenzquotienten haben, die da auf solche Gedanken kommen, weil es ist, wenn man irgendwie jetzt nicht weiter drüber nachdenkt, vielleicht erstmal einfach das da einzuordnen, aber wenn man irgendwie ein bisschen Intellekt hat und dann einfach drüber nachdenkt. Das Gehirn einschaltet und nachdenkt, dann passt das einfach gar nicht. Das ist einfach so mit Aussagen einfach raushauen. Das ist halt einfach, ne, andere Leute zu beleidigen. Ja, genau. Und gerade dann online wahrscheinlich, da wo man irgendwie anonym sich hinter Profilen verstecken kann. Ja. Das ist scheiße. Ja. Also, und das gehört sich nicht. Das ist wieder der Punkt, gerade aus der Community darf sowas einfach nicht kommen. Also,
das stimmt. Wahnsinn. Verstehe ich. Also ich kann es noch verstehen von Menschen aus der Community, die vielleicht gar nicht in der Fetischwelt unterwegs sind. Da habe ich kein Verständnis, aber ich kann es noch verstehen, wo das dann herkommt, weil einfach der Berührungspunkt zu Fetisch einfach vielleicht nicht da ist. Aber von anderen Fetischleuten aus unserer Community irgendwie Anfeindung zu erleben. Gar kein Verständnis. Wegen eines Fetischs, das ist, also, Also das verstehe ich auch einfach gar nicht. Das wäre ja fast so schön, keiner. wie zu sagen, der Fetisch ist richtig, der Fetisch ist falsch. Genau. Ja. Nein? Ja, diese Unterteilung darf es nicht geben. So. Nee, dafür gibt es darf unseren es auch Podcast. Ja. Herzlich willkommen, wenn ihr euch noch gefragt habt, warum es diesen Podcast Genau gibt. deswegen. Aus diesen Gründen machen wir das. Ist halt so. Wichtig und richtig. Ja. So, wichtig und richtig. Was erstaunlicherweise einer der Lieblingssprüche ist von dem guten Freund, von dem ich ganz viele Fragen bekommen habe. Sehr gut. So. Das ist echt ein Knaller. Ja. Wie bist denn du mit deinen Fragen gerade so im Kurs? Ich hatte nämlich ganz viele. Ja, Wir können hau mal rein. Wir Ich hab können auch so noch jetzt ganz so quick viele, and dirty quasi irgendwie was. Geil, wir sonst- löchern dich auch einfach komplett mit Fragen. Ich finde das super. Genau, Ja, trink erstmal gerne, was gerne. und so, ne? Dafür, also besser kann man die Gelegenheit nicht Ich glaube, nutzen. dieses Mal ist der Redeanteil auch gesund. Ja. Ich wurde ja zusammengeschissen, dass ich letztes Mal Das zu ist viel nicht geredet wahr. habe. Also, das müssen wir kurz richtigstellen. Ich habe Markus nicht zusammengeschissen. Naja, ich habe fast geweint. Mir ist beim Schnitt nur aufgefallen, dass wenn du eine Frage gestellt hast, hast du meistens die Antwort selbst gegeben. Und dann hast du unserem Gast einfach nur ein Fragezeichen gegeben und dann hat der auch nochmal geantwortet. Das ist mir bei 2, 3 Fragen aufgefallen. Da habe ich dir gesagt, wir sollten heute drauf achten. Ich finde, du machst das sehr gut. Ich bin ja hier auch Das ist ein analytisch Kampf. immer dabei. Du machst das sehr, sehr gut. Wir hören uns gegenseitig zu. So, Ne, wir sind ja hier auch, wir entwickeln uns ja auch weiter. das Vielleicht ist fällt aber euch auch das mal ja ein Fetisch, auf. wo ich keine Ahnung von habe. Ja. Bei Leder konnte ich ja zumindest irgendwie was beitragen, aber Ja, ist auch mal irgendwie einen wirklich Senf mal zu schön geben. so tatsächlich, Ja. weil ich einfach neugierig bin. So, wir Ist ein legen jetzt bisschen los. Jetzt, Sendung hier. mit der Maus im Fetisch. So, jetzt ist, Sendung mit der Fetischmaus. Oh, geil. wir nennen unseren Podcast Eine um. Marktlücke, Oh Gott, ja. nicht, dass die ARD jetzt ankommt und uns verklagt. Dafür haben wir kein Geld. Liebe ARD, es tut uns leid. Wir schneiden es nicht raus. So, also ich habe ja ganz viele Fragen. Du kannst gerne kurz antworten, weil es sind wirklich viele Fragen. Ja. Ich hoffe, wir helfen damit. Ja-Nein-Fragen. Bitte? Ja-Nein-Fragen. Nee. Doof. Wie wurde es von Leuten in der Community aufgenommen? Gab es viele Leute, die sich negativ dazu geäußert haben? Das ist, glaube ich, so ein bisschen mit dem generellen Kinky-Freundeskreis, so das zweite Outing, also Fetisch-Outing dann. Nee, also ich habe, tatsächlich ist das eigentlich so mein fast einziger Fetisch. Klar, da gibt es noch so 2, 3 nebenbei, die spielen aber nicht so eine große Rolle wie das hier und ich habe mir meine Freunde wirklich in dieser Szene gesucht. Das kenne ich. Also es ist jetzt nicht so, einfacher. dass ich irgendwie in der Szene war und gesagt habe, hier, du, pass auf, Jetzt ist es. jetzt habe ich das auch noch, ne? Ja. Aber auch selbst da habe ich aus dem Freundeskreis wirklich keine negativen Erfahrungen erlebt. Kann ich aber fast ähnlich bestätigen. Ich habe mir meinen Freundeskreis auch mit der Zeit einfach auf- und umgebaut. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge, dass wenn man sich irgendwo wohlfühlen will und Menschen um sich haben möchte, die einen verstehen, führt fast kein Weg daran vorbei, dass man Leute aus der Community sich sucht und dann lebt man danach auch, finde ich, entspannter. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Haben sich Leute aus deinem Umfeld, Freundeskreis, die Freundschaft beendet oder anders verhalten nach dem quasi Outing, Fetisch-Outing? Ja, also ich würde mal sagen, das werde ich nach dieser Folge erfahren. Gut, die Frage vertagen wir also. Okay. Also bisher offensichtlich nicht. Aber du hast ja also schon ich gesagt- sag mal, ich verheimliche es nicht. Also Ja. ich gehe jetzt auch nicht raus und posaune hier, pass auf, ne? Ich stehe da und da drauf. Es geht halt einfach keinem was an. Wenn mich jemand drauf anspricht, dann bin ich offen und ehrlich und Ja. bis jetzt noch nicht. Also ich hatte schon mal so 1, 2 Vorfälle, tatsächlich ja, auch im Freundeskreis. Und dann habe ich gesagt, ja, macht mir halt Spaß, ne, mache ich so. Ja, und dann war das Thema auch schon beendet. Also es kam noch nicht Also mal die mehr Freundschaft weitere wurde nicht Fragen. beendet, Nein. sondern du hast Ja. einfach ganz Ja. klar gesagt, das ist mein Fetisch, es macht mir Spaß, Genau, akzeptierst, Ja. so what? richtig. Why not? Ja, meine. Wie reagieren im Allgemeinen Kingster, ich gehe mal von aus, damit ist jetzt quasi die große, weite Kingster-Welt gemeint, auf ihn, die das nicht ausleben? Und ist es immer noch ein großes Problem in der Community, wie du das wahrnimmst? Ich glaube, das hatten wir zu Genüge jetzt schon. Ja. Es ist leider immer noch ein großes Problem. Ja, leider schon. Ja. Und, Ich hatte auch, ich hatte tatsächlich, muss das noch korrigieren von vorhin, vom Vollsum, ich war nicht nur in Windel, später ja, am Anfang dann nicht, da hatte ich noch so eine kugelsichere Weste und war so ein bisschen als Army oder als so, Polizist MX. so noch Ah, unterwegs, okay. ne, weil das ist halt auch noch so ein Hallo, Teil von SWAT. mir. SWAT ist ja hier der. Ja. Hallo, ich bin Alex. Ich glaube, damit kriegst du Alex schnell überzeugt. Und dann hatte ich das halt auch kombiniert, also Ja. wie es viele machen und ich hatte meine Weste an, ne, und unten dann halt wirklich nur die Windel ohne Hose. Ja. Und dann siehst du wirklich die Blicke so aus der anderen Community, die gucken mir ins Gesicht,
gucken mir in die Augen und dann siehst du halt wirklich, wie die Augenbraue so hochgeht, ne, und so ein Lächeln kommt und denken sich so, ja, nice, gucken weiter runter und dann kommt unten und dann geht so gleich der Kopf weg. Ich finde es, aber es ist doch schön, Leute zu verwirren einfach, weil ist man dann es echt so, kombiniert. nice, not nice. Ja gut, das ist dann halt so. Aber ganz ehrlich, mit den Leuten willst du dann ja auch vor allen Dingen nichts, also menschlich, wenn die nett sind, alles gut, wenn man sie mal kennenlernt, so, aber mit denen wirst du sexuell gar nichts zu tun haben. Nein, Weißt du nicht, also ist ja auch völlig in Ordnung, wenn die dann weggucken, weil sie damit nichts anfangen können. Genau. Solange sie dich dann nicht anranzen oder dir ein Bier drüber schütten, Richtig. Ja. sollen sie weiterlaufen. Ja. Also tatsächlich auf der Vollsumt noch nie erlebt. Gott sei Dank. Alles andere hätte mich jetzt ganz stark schockiert. Das wäre auch wirklich krass. Auch keine Übergriffe, nichts. Also das wäre also wirklich letztes Jahr tatsächlich schon, aber das war dann nicht in der Community, sondern okay, außerhalb dann. Ja, gut, das ist leider, je nachdem, wo man da rumläuft, zu welcher Uhrzeit dann. Aber da muss ich sagen, wirklich, kann ich an der Stelle auch noch mal kurz eingreifen. Wir haben uns getroffen, machen wir immer für ein Foto am besagten Brunnen. Und Viktoria-Luisenplatz? Ja, genau. Und dann kamen dann halt wirklich möchte gern Jugendliche, ne, die das halt nicht so empfinden, die haben uns dann beleidigt, bespuckt, haben den einen getreten, ne? Und dann muss ich sagen, da muss ich echt sagen, also wir haben alle zusammengehalten und richtig, richtig toll fand ich wirklich ein Zivilpassant, der, ich weiß nicht, ob er mit seinem Hund war oder einkaufen, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber der ist eingeschritten und hat den wirklich von dem weggezogen und hat gesagt, seh zu, dass du dich wegmachst. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist doch abnormal, dass die Windeln und Schnuller tragen. Würdest du das wollen, wenn dein Kind das trägt oder so? Und dann hat er gesagt, ist doch egal, sie tun keinem weh, lass die Leute machen und lass sie einfach Gänsehaut gerade. Ja, also das war der geilste Moment, wo ich echt gesagt habe, wow. Ja. Solche Pisser, ey. Ja. Also die Kinder. Na aber gut, da fehlt halt der Weitblick auch einfach noch. Aber es ist trotzdem ist das so einfach, wenn man Leute verkloppt dann, ne? Ja. Das ist unnötig. Die können meistens auch nichts anderes. Lebst du den King auch bei Freunden aus, die nicht DL, ABDL sind? Also trägst du zum Beispiel dann auch bei Nicht-Kings dann mal Windeln? Ja, hast du ja vorhin schon gesagt, du trägst quasi fast 24/7. Da auch wieder, ich glaube, der Tipp an der Stelle, wenn du diese Windel tragen möchtest, wer auch immer du bist, wenn du mit normalen Freunden am Wochenende unterwegs bist oder anderen Kings, dann die davon vielleicht auch noch nichts wissen, mach's doch einfach. Genau. Sieht doch keiner. Wenn du nicht irgendwie dumm durch die Gegend guckst oder dir die ganze Zeit in der Hose zippelst. Genau, es gibt halt auch, unauffällige, ne? Und, man sollte jetzt vielleicht nicht die dickste nehmen und und vielleicht auch nicht eine Nike Sport Tights drüber tragen. Das sollte man vielleicht dann auch nicht machen, wenn man es, ne? Aber ansonsten, glaube ich, spricht da erstmal nichts dagegen. Genau, nö. Ja. Jetzt geht's ein bisschen Sorry. Ich muss mehr Sekt trinken, glaube ich. Geht's dir gut? Nee, ja, mir geht's gut. Es war wohl nur zu wenig Sekt. Trockene Kehle. Ja, jetzt geht's besser. Und zwar, in welcher Form du das Little auslebst. Das fragte mich tatsächlich zwischendurch auch schon, in welchem Alter du sozusagen bist und was ein guter Einstieg ins Ageplay ist. Das sind 3 Fragen in einer. Also Thema 1, in welcher Form du das auslebst. Thema 2, in welchem Alter du dich da angeheftet fühlst, und Thema 3, ob es einen guten Einstieg gibt oder was ein guter Einstieg ist. Was war nochmal die erste Frage? In welcher Form du das Little-Sein auslebst. In welcher Form? Ja, also ich habe ja zu Beginn schon gesagt, ich bin so im 3-Jahres-Bereich. Ne? Also ich bin wirklich jetzt kein Adult-Baby oder so, also ich bin da schon ein bisschen anders. Ne? Also ich mag das nicht so. Also es gibt welche, die mögen, dass sie dann wo dann wirklich die Fürsorge komplett übernommen wird, bei mir nicht. Ich sage immer, ich bin so ein kleiner Frechdachs, ne, so ein kleiner Rambo, der seine Grenzen gerne austestet, und in dem Bereich bin ich. Deswegen heißt der Verein auch Frechdachs? Naja, egal. Ja. Ich habe nicht so viel Ahnung von Kindern, das ist mein Problem. Ja. Genau, und in dem Bereich bin ich so. Dann mal einmal, um es abzugrenzen und kurz von den Fragen wegzuwandern, weil ich mich gerade frage, was gibt es denn dann so für Altersbereiche, wo du sagst, ich ordne mich da oder da ein? Ich denke, das macht jeder so individuell, wie er sich... Gibt es eine Range? Also irgendwann ist ja auch für ABDL irgendwann zu alt, wahrscheinlich, oder? Also da gibt es auch keine offizielle Vorgabe oder so. Ne? Also das ist jetzt so ein Bestandteil von der Community. Das ist jeder findet sich da so ein, wie er denkt, der guckt oder vergleicht vielleicht das Verhalten dann wirklich so mit dem originalen Verhalten, ne? So wie verhalten die sich, und da stufe ich mich irgendwo ein. Aber bei ABDL ist ja trotzdem irgendwann alterstechnisch einfach natürlich Schluss. Also wenn ich sage, du fühlst dich als ABDL, ich fühle mich, als wäre ich 14, das ist ja Quatsch. Wahrscheinlich war das ja Pubertät dann schon. Oder ja, aber es gibt's auch. Kommen wir dann eher so in den DL-Bereich, die dann sagen, ich habe mit dem Ageplay nichts mehr zu tun. Das ist klar, okay. Aber ich sag mal, das gefühlte Alter hat ja irgendwo natürliches Ende, wenn ich Ageplay mache. Wo ist da so das, was du so wahrnimmst, wo ist da so das Ende? Also für die wirklich so im Little-Modus, sage ich jetzt mal, sind, denke ich schon, dass da so 3, 4 ne, dann das Ende ist. Ja. Also die jetzt so extrem da drin sind, ja. Und was ist ein guter Einstieg in das Ageplay?
ein guter Einstieg. Also Voraussetzung ist auf jeden Fall erstmal die Windel, ne? Also das ist so das Nonplusultra für den Anfang. Ich glaube, das hat er, also da sind wir schon check. Genau, und viele verbinden das dann, die haben dann halt noch als Hobby Lego, also die bauen dann mit Lego oder so und die verbinden das dann halt mit Spielen und ganz wichtig ist halt hier immer so, was wirklich fast jeder hat, so ein Lieblingskuscheltier. Das habe ich auch so. Ja, nee, aber das ist wirklich so, ne, jeder nimmt das dann mit, ne, und das ist dann so... Das geht auch mit zu den Partys dann genau, und sowas. Ja. Also meiner nicht, weil ich mag das nicht, wenn der dann auf den Partys und dann im Bett ist, ne? Ja, okay. Der begleitet mich wirklich so auf jeder Reise. Ja. Ach, süß. Das sowieso. Ja, und ansonsten auf jeden Fall, was bei vielen halt auch ist halt gut, dass ich mal so ein bisschen was mitgebracht habe. Ich habe darum gebeten, dass wir hier mal. Equipment bekommen. Ja, darf ich dich so mal Ja, kurz... du darfst gerne mal mein Mikrofon kurz halten. Ich erwähne dann was dazu. Genau. Ich halte es mal hin. Ja, perfekt. Also es ist halt wirklich, wir haben halt HP-Kleidung, zum Beispiel Bodies, auch wirklich für Erwachsene mit halt Mustern oder so, ne? Die kann man von der Stange für Erwachsene Genau, kaufen? ja. Ich wollte Oder halt sagen, in wo gibt's das? Fetischfachgeschäften oder? Nein, also wir beziehen meistens alles online. Ja, krass. Wir haben wirklich viele Internetseiten, die das anbieten. Es Ne, gibt die halt für einen uns Markt da sind. dafür, ne? Genau, Ja. das war echt eine Marktlücke und das merken auch immer mehr. Also das wird wirklich immer mehr und viele merken, das ist eine Marktlücke. Mittlerweile, ganz ehrlich, man merkt selbst bei Shein, ne, wenn du da so speziell googelst, kommen auf einmal so Erwachsene mit einem Dino-Pyjama, ne, der so ein bisschen kindlicher ist oder so. Also man hat das Gefühl, dass die auch so langsam auf dem Boot aufsteigen, was natürlich viel kommt aus China, ne, weil Krass. in Deutschland, die würden das niemals produzieren. Ja. Aber ja, das ist halt so der perfekte Einstieg. Wenn wir beim Thema Einstieg sind, ich habe da noch ganz viele Fragen zu. Wie war dein Einstieg in die ABDL-Community und was sind gute Anlaufstellen? Ja, tatsächlich die Anlaufstellen fehlen noch, also so, dass man jetzt sagen kann, ach, ich habe den Fetisch, aber ich traue mich nicht, ne? Aber da muss ich sagen, ich bin ja auch Frechdachs in dem Verein und wir sind jetzt dabei, das Ganze ein bisschen auszuweiten und wir wollen jetzt in Zukunft auch mehr Aufklärungsarbeit machen. Und, Könnt ihr die Folge gerne für verwenden. Ne? Ja, super. So. Und eine Anlaufstelle zu bieten für die Leute, die sich wirklich noch unsicher sind und die das gerne machen möchten. Habt ihr eine Internetseite, wo man sich informieren kann? Genau. Oder, also, oder einen Instagram-Account oder keine Genau, Ahnung? also ihr könnt tatsächlich auf Instagram uns finden, da wird auch immer alles von den Partys gepostet, ne? Also Frechdachs ABDL Party. Weißt du den genauen Namen Genau, von dem Instagram-Account? Sonst suche ich nebenbei jetzt mal, während ihr beide euch wir. weiter unterhaltet. Ja, markiert es. Aber wenn ihr das eingibt, dann findet ihr das auch schon. Also Frechdachs Ich mit suche X. hier mal nebenbei. Ne? Ach, und dann, okay, ja, siehst du, und habe ich dann schon falsch ABDL gemacht. Party, dann findet ihr das. Okay, also für alle, die da jetzt Anschluss suchen, da werden auch Partys tatsächlich gepostet. Ja, natürlich. Frechdachs mit X am Ende, Genau. _ ABDL Party. Und das ABDL Party in einem Wort dann. Genau. Die nächste Party ist München, nee, die war schon, das war im April. Die war schon, ja. Im Hamburg, am In Hamburg. 9.8. Genau, also das erste Mal tatsächlich auch in Hamburg, die wir dieses Jahr organisieren und ja. Erstaunlich witzig, weil an genau dem gleichen Wochenende ist in Hamburg das Hamburg Fetisch Weekend. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Das heißt, es sind in Hamburg wirklich ganz viele das ist verschiedene viel. Fetischströme an dem Wochenende. Guck mal, da können wir jetzt mal eine gute Arbeit machen, Markus. Na? Wir connecten da einfach mal zu Menschen, die dieses Fetisch-Weekend organisieren, weil das wäre ja tatsächlich ein total gutes Ding. Das, Also- wir kennen da ja jemanden. Genau. Nee, aber wir haben da Verbindungen. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch Verbindungen genau an die richtigen Köpfe, weil Warum das geht nicht? ja am Ende geht's ja genau darum zu sagen, ey, lasst irgendwie Fetisch wieder so machen, dass es einfach irgendwie salonfähig wird, wie wir gerne sagen, Genau. dass es irgendwie auch ein Teil der Gesellschaft ist. Warum sollt ihr vor allen Dingen getrennt voneinander das Wochenende verbringen? Genau. Also, wenn so viele Kings da in Hamburg sind, dann gibt es mit Sicherheit genug Schnittmengen. Ja. Ja, bestimmt. Und es gibt irgendwie ein Programm Freitag bis Sonntag und ihr habt ja Samstagabend vermutlich dann Genau, wir haben die den Party. Samstagabend, ja. Auf dem Schiff sogar. Ja. Hast du kurz davon schon erzählt, Ja. fand ich ganz faszinierend. Warum soll man das nicht mit aufnehmen irgendwo? Genau, Oder also wenn? ja, also es ist wirklich, es gibt in Mannheim auch eine Party, also nicht von uns, sondern von wem anders. Da war das auch so, dass die das, ich glaube, öfters mit Puppy-Partys verbunden haben. Da war dann freitags die Puppy-Party und samstags halt so die Ageplay-Party und Ja. so könnte man das hier natürlich auch wunderbar verbinden. Total. Ja. Also schöne Sache. Ja, da connecten wir doch mal. Das Mach mal macht ja einen Sinn. Reminder an dich selbst beim Schnitt. Alex, für dich als Reminder im Schnitt, wenn du diese Folge machst, connecte dort mal bitte die richtigen Personen zusammen. Danke. Das ist praktisch. Ich sollte den ganzen Tag in meinem Büro eine Kamera laufen lassen und mir abends die Aufzeichnung angucken. Und dann können wir so eine KI hier mitlaufen lassen, die jetzt To-Dos generiert. Also was halt vielleicht auch noch wichtig ist, also wir sind halt keine offene Party, ne? Wir sind eine geschlossene Veranstaltung. Es ist Ganz jetzt nicht klar. einfach so Ticket kaufen vorher. für die da hin wollen, ne? Das geht nicht. Ja. Und
bei Ticket kaufen wirklich schnell sein, weil wir sind immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Sind die Tickets schon im Verkauf für die Party Die sind schon durch. Der Vorverkauf ist schon komplett durch. Krass. Wir sind 250 Leute, Pi mal Daumen. Und das dauert Wie cool ist das? meistens das heißt, das ist keine 10 Minuten. Wahnsinn. Wirklich eine Community, aber die wenn da wir schon beim einfach Thema echt- Veranstaltung sind, das hatten wir schon mal erwähnt, im Quellgeist in Berlin ist ja auch regelmäßig eine Party und auch da habe ich schon immer gehört, das sind die mit bestbesuchtesten Veranstaltungen mit Quellgeist, die super schnell ausverkauft Die sind. umsatzreichsten vor allem, weil Wahnsinn. also die freuen sich immer, weil wir halt immer alle sehr viel trinken. Ne? Weil, Deswegen machen die so viel Umsatz. weil wir immer alle wirklich sehr viel trinken. Ne? Weil, Wie geil. gut, das geht halt fürs Fetisch. Ne? Also wer mag natürlich. nicht nur Macht ja Sinn, klar. das zu tragen, sondern möchte auch dann gewickelt werden. Das oder macht so. ja keinen Das Sinn, ist wenn du schon, den ganzen Abend nichts trinkst. Ja. Witzig. Genau. Ist ja genial. Ja. Aber gibt es auch in München im Underground eine Party regelmäßig Ja, dazu? genau, die ist auch vom Frechdachs, also auch von uns. Damit hat alles angefangen tatsächlich. Das Okay. war die erste Party und die war nur in München. Okay. Und jetzt sind wir seit letztem Jahr dabei, das auch in anderen Städten noch zu machen. Also wir sind ein kompletter Verein und jeder hat so seinen Standort, den er macht oder machen möchte. Und am Anfang wollte das jeder selber machen und dann wurde halt gefragt, ob wir den Frechdachs nicht einfach dazu nehmen, so als eins und gute Idee. das dann an den Standorten machen. Jetzt haben wir das zum Beispiel noch in Essen und jetzt dann halt das erste Mal in Hamburg. Genau. Cool. Gibt es noch andere Vereine? Also ich will jetzt nicht von Konkurrenz sprechen, aber gibt es dann auch noch andere Partys, die veranstaltet werden? Ja, wie gesagt, in Berlin, ne? Also der Quellgeist macht dann... Ach, der veranstaltet selber, der Quellgeist. Das genau, seid ihr und halt in aktiv Mannheim ist dann auch nochmal, da Okay. ist sogar die größte Party, also mit der größten Kapazität. Wie heißt die, wenn ich fragen darf? Diaper Dungeon heißt die und da ist es meistens so wirklich so als Einstieg, dass man echt Glück hat, da noch ein Ticket zu bekommen. Von wie vielen Weil das Leuten nicht reden so- wir da dann Aber ungefähr? die haben meistens, glaube ich, Kapazitäten zwischen 600 und 800 Leuten. What? Ja. 600 und 800 Leute? Ja, die haben wirklich ein Ist das verrückt. Ding. Da ist es halt immer da, wo auch die Puppy-Partys stattfinden Ja, in Mannheim, ne, diese großen. Und die kriegen es voll Das mit auch. 600, 800 Leuten. Ja, Also die- von daher, auch da wieder, es sind so viele Leute, die den Fetisch teilen. Und von Und so nicht nur wenigen aus hört man davon. Deutschland, Ja, die kommen ja von überall her. Ich habe auch schon beim Quellgeist gehört, solche Partys gibt es weltweit gar nicht so viele. Nein. Die kommen teilweise aus der halben Welt nach Berlin zum Quellgeist, um bei der Party Genau, also teilzunehmen. das ist echt viel auch in München. Also wir haben Crazy. sehr viel Besuch aus der Schweiz, aus den Niederlanden, wirklich Dänemark und die kommen alle hierher nur für diese Party. Aber es ist ja schön. Das ist also Ja, ich finde mega. erstmal mega cool, dass ihr auf jeden Fall euch da auch so hinterklemmt und etwas organisiert, weil wenn es nichts gibt, dann kann auch kein Austausch Richtig, stattfinden. ja. Das ist total toll. Also finde ich super, super stark, dass da etwas aus der Community für die Community passiert. Ja, so heißt es bei uns Ja. auch immer, von Ja. der Community für die Community. Ja, Mensch, wie bei uns. Genau. Passt Ja, ja. ja. It's a match. Genau, ich mag das total, weil also, es gibt so viele Projekte, die irgendwie in dieser Fetischwelt entstanden sind, einfach nur aus der Idee heraus zu sagen, so, ey, lass mal was tun, so, Ja. lass mal was machen. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Vorzeigebeispiele und da würde ich jetzt euch einfach mal ganz weit oben mit auf die Liste dich draufsetzen. auch, auf jeden Fall. Also, Genau. Dankeschön. Allein, dass du hier bist und Flagge zeigst. Ja. Ich glaube, da hätte man in anderen Fetischbereichen hätten sie ja Schlange gestanden. Ich glaube aber, dass du einfach Flagge und Gesicht zeigst, ist schon Ja. einer von wenigen wahrscheinlich. Oder gibt es nicht so viele wie jetzt in anderen Bereichen und von daher großen Respekt. Toll, dass du da bist. Dankeschön. Also ich bin jetzt nicht hier, weil ich jetzt sage, oh, ja, geil, ich will das unbedingt mal mitmachen. Ne? Nee, ach, Du Quatsch. drängst dich Sonst hier hätten voll wir- in den natürlich Vordergrund, freue ich oder? mich. Sonst hätten aber wir dich nicht eingeladen. So viel Gespür haben wir, mir geht es glaube halt ich. wirklich echt darum, Ja. wirklich diese Aufklärung. Also ich habe mir das tatsächlich so zur Lebensaufgabe gemacht, wenn man das so sagen darf. Jeder Mensch braucht irgendwie so eine Aufgabe, wo er sagt, ich will irgendwie Ja. einen Fußabdruck hier hinterlassen. Ja. Und ich habe gesagt, mir ging es damals genauso scheiße, wo ich angefangen habe mit dem Ja. Fetisch. Und ich will, dass es einfach verdammt nochmal normalisiert wird und dass Wenn wir einfach damit da jetzt schon sind. eine Handvoll Leuten wieder helfen, Ich hoffe so haben sehr. wir den Ich Auftrag hoffe mal es. wieder erfüllt Ja. mit unserem Podcast. Leute, wenn ihr da draußen irgendwie Struggle hattet und irgendwie euch unsicher gefühlt habt, schreibt uns sehr gerne mal. Also Oder wirklich. ihm tatsächlich. Ich guck mal gerade, dein Instagram kannst du ja Ja. auswendig, oder? Wie der heißt. Ja, oder muss genau. ich ihn suchen? Nee. Ist tatsächlich auch ganz einfach. Na, dann sag mal an. Einfach Windel_Prinz eingeben bei Instagram. Kann ich bestätigen. Genau. Ja. Und Genau, 6000 Follower, also Respekt, wow. Also schreibt uns sehr, sehr gerne, wenn ihr gerade diese Folge hört und vielleicht so einen kleinen Aha-Moment habt und sagt, okay,
vielleicht traue ich mich jetzt noch etwas mehr, vielleicht steige ich jetzt ein, vielleicht war das auch heute auch ein Startschuss für euch. Ja, wir wollen es hoffen. Das wäre total schön, also weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit jetzt schon bei ein paar Folgen mal so Kommentare und Nachrichten, die reinkamen, die genau in die Richtung gingen, gesagt haben, so ey, euretwegen habe ich mich getraut und bestes Beispiel, ich weiß, er hört uns auch zu, es ist ein Kollege auch aus dieser Firma, der tatsächlich unseren Podcast gehört hat und er wird jetzt zu Hause vor seinem mobilen Abspielgerät sitzen und sich wahrscheinlich fragen, oh Gott, er erwähnt mich gerade. Aber dem konnten wir auch einfach so einen kleinen Anstoß geben. So. Und der macht jetzt sein erstes Rubber, macht er sich selbst. Er hat sich tatsächlich Rubber als Meterware geholt und eine Schnittvorlage und macht das, weil er gesagt hat, ey, das war irgendwie ein Anstoß und er hat sich geoutet, also jetzt erstmal im kleinen Kreis, aber das ist so Stück für Stück und ich finde tatsächlich, seitdem er das gemacht hat und zu sich selber steht, der strahlt viel mehr. Ja. Der ist viel mehr angekommen. Kann ich 100% bestätigen. Kann ich auch bestätigen. Und das ist total toll und deswegen freue ich mich so, wenn wir halt hier so Steine ins Rollen bringen können mit unserem Podcast. Man ist wirklich im Reinen mit sich, ne? Also sonst hat man immer so, ich habe ein Geheimnis, ne? Und es macht keinen Spaß im Leben, immer nur die Hälfte zu erzählen. Mit Leuten, mit denen man sich gut versteht. Definitiv. Und wir tun halt wirklich keinem weh. Also, genau. Warum nicht? Wir haben, glaube ich, das passt jetzt thematisch gar nicht, aber wir müssen noch eine Frage klären. Ich habe nochmal alles durchgelesen währenddessen. Wir müssen noch einmal ganz kurz zurück zu den Fragen. Und dann haben wir wirklich, glaube ich, zumindest alles, was uns beschäftigt hat, geklärt. Und auch total. Also für mich war das heute wirklich eine große Wissenssendung. Ja. Wissen macht A. Tatsächlich habe ich hier noch ein Thema und zwar, ich lese es auch einfach mal vor. Im Allgemeinen ist es für mich einfach ein sehr schwieriges Thema, das immer wieder schwankt, wie ich es auslebe. Beispielsweise war ich erst vor kurzem in München auf einer ABDL-Party, einer Frechtex-Party. Richtig cool, also von daher schon mal einen guten Schritt gewagt. Jetzt kommt das Aber. Ich habe es an sich sehr genossen, aber als ich wieder zu Hause war, habe ich mich für das Windeltragen an sich geschämt. Und es wechselt auch immer wieder quasi. Also das hatten wir ja du hast es auch ein halbes Jahr lang gar nicht mehr gemacht. Genau. Dieses Auf und Ab sozusagen mit, ich komme damit nicht klar, ich schäme mich dafür, ich habe es ausgelebt, es war toll, ich hatte ein schönes Erlebnis und fall dann in ein Loch danach. Hattest du das auch? Ja. Wie bist du davon weggekommen? Es war so, muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen, so mit den Anfangszeit. Tatsächlich, wo das so am Anfang war, man hat diesen Reiz gehabt, ne? Und den Fetisch, da war das halt jetzt noch nicht so im Little Space, sondern tatsächlich ging das dann nur um die Windel. Ja. Ja, und du probierst es aus und machst es dir halt dann so selber, ne? Und auch vielleicht mal mit Windel so zum Ausprobieren am Anfang. Ja. Und danach war halt so komplett, geht gar nicht, was mache ich hier, ne? So komplett die Abneigung. Und das war jedes Mal, ist das dann so ein Auf und Ab. Und es steigert sich halt tatsächlich. Also das ist wirklich so typisch für die Einsteiger. Wow. Ne, die wirklich sagen, ja, ich mag das, ich trage das und dann wieder, nee, überhaupt nicht. Also die so Wellen werden immer deutlicher quasi erstmal. Und die hören dann so erfahrungsgemäß wirklich irgendwann auf. Ja. Das heißt, mit fortsteigendem, da kommt dann wieder das Alter, also das wahre Alter ins Spiel, glaube ich, und die Erfahrung und die Zeit einfach wahrscheinlich. Ja, das ist halt wirklich die Zeit und die Erfahrung. Also ich kann wirklich nur raten, die Partys mitzunehmen und sich mit Leuten zu connecten, zu unterhalten und auch privat einen Freundeskreis in der Community aufzubauen, sich mit den Leuten zu treffen, was zu unternehmen. Ein paar Leute einfach genau, und umso mehr ist man mit dem Thema beschäftigt und akzeptiert sich dann vielleicht selbst irgendwann. Ist es, ja, okay. Habe ich mir fast gedacht, da hilft wohl, wie bei manchen anderen Fetischen, auch einfach nur die Zeit, dass man sich damit wohlfühlt. Weil, sind wir mal ehrlich, du wirst ihn nicht mehr wegbekommen, den Fetisch. Nee, definitiv nicht. Wir sind nicht mehr wegzudenken. Wenn man ihn nicht auslebt, macht einen das auch unglücklich. Das habe ich auch ungesund. Auch ganz, wahrgenommen. Ganz ungesund. Ja, das ist für die Psyche halt ungesund. Ne? Also so kannst du dich ausleben und wie du schon sagst, uns bekommt man halt auch nicht mehr weg, definitiv nicht. Im Gegenteil, wir werden jetzt immer größer und sichtbarer. Ihr habt jetzt die Folge 18 bei Schwarz und Eng, der Fetisch-Podcast dabei, jawohl. Es werden immer mehr Partys. Wir sind mittlerweile, ich habe das mitgekriegt, ich war ja schon oft in Berlin auf Folsum. Ja. Es werden jedes Jahr mehr Leute, die das machen. Wir sind dieses Jahr, haben wir 2 offizielle CSD-Gruppen vom Frechtex am Start, einmal in Hamburg, einmal in Berlin, cool. Weil wir sagen, wir wollen Flagge Bist zeigen. Bist du auch in Hamburg beim CSD dann? Natürlich, ja. Dann, wenn wir uns sehen, dann hallo. Uns, wir sind da wohl auch. Wir sind da höchstwahrscheinlich auch. Ja. Wenn ich jetzt hier so durchscroll, tatsächlich, wir haben so viele Fragen geklärt. Haben wir schon eine Stunde geschafft wieder?
Wir sind schon drüber. Ach, wie schön, dann kommen wir vielleicht mal zum Ende. Ich habe da mal auf die Uhr geguckt. Ja. Ja, aber okay. Dann kommen wir Aber jetzt. es war auch nötig und wichtig. Hast Ja, du noch ein total. Plädoyer? Ja, also ich kann auf jeden Fall nur an jeden appellieren, dass er das tun soll, was er für richtig hält und wirklich seinen Fetisch auslebt, sich mit uns connectet, mir schreibt, dem Frechdachs schreibt und einfach keine Angst hat. Auch wenn ihr sagt, ihr tragt nur Windeln und das nur mal so draußen, macht's einfach. Interessiert keinen, es sieht keiner und selbst wenn, es ist überhaupt nichts Verbotenes. Und wir sind definitiv keine Pädophilen oder haben irgendwas dergleichen vor. Mega. Ich finde das Hättest ganz, du nicht ganz besser toll. sagen können. Danke. Wundervoll. Vielen Dank. Das ist, also, ich möchte gerade sagen, das hier ist für mich persönlich gerade, ich will nicht sagen, schon eine der spannendsten Folgen. Für mich Doch, ist es eine ja, der schon, spannendsten ja, doch. Folgen, die wir gemacht Weil- haben. Weil die anderen waren alle einfach oder halt Ja, naheliegend Schreit bei nach Teil uns. 2, ja. Wir waren irgendwie immer dichter dran. Wir sind offen für alle Und Schandtaten. Es war ganz, ganz toll. Also danke für die offenen Worte. Sehr gerne. Wirklich schön und ja, danke auch an euch da draußen, dass ihr auf jeden Fall wahrscheinlich bis hierhin jetzt zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Fetische habt, die nicht so offen vertreten sind in der Community, meldet euch bei uns. Meldet uns, und auf gar keinen bitte, Fall. Bitte, Julia Leischig, bitte melde dich. Ja. Nein, wenn ihr euch aber natürlich auch dazu äußern wollt oder vor der Kamera zeigen wollt, wir bieten dem eine Bühne. Gerne. Also von daher meldet euch. Wir sind interessiert. Und am Ende geht es genau darum, dass wir innerhalb der Community uns gegenseitig akzeptieren und also wir müssen uns nicht gegenseitig lieben, aber Man kann sich ja zumindest akzeptieren und gegenseitig akzeptieren respektieren, und finde ich, wahrnehmen. ja. und einfach als Einheit alle zusammen da sein. Ja, Amen. Amen. Ich fand das ganz toll. Jetzt kommt aber noch, also jetzt müssen wir unseren Jingle einblenden mit Veranstaltungen, von denen Ach so. wir vorhin sprachen. Ja, jetzt muss ich aber auch produzieren. Nee, Ja, okay, dann produzieren machen wir jetzt Folgendes. Achtung, jetzt kommt was ganz Neues bei Schwarz und Eng. Band ab! Schwarz und eng. Kinky Events. Ja, weil hier haben wir jetzt nämlich eine neue Kategorie. Ich hatte das als verrückte Idee. Das war erstmal nur ein Arbeitstitel. Ja, jetzt ist es halt so. Aber jetzt haben wir es einfach ja, umgesetzt. vielleicht nur einmal. Ja. Egal. Vielleicht auch mehrmals. Wir sprachen letztes Mal von der Schwarz und Eng, die ist ja schon wieder. Ja, die ist schon wieder. Am- Denn, genau, wir veröffentlichen, jetzt muss ich ja mal kurz wieder meinen Kalender gucken. Ne, wir veröffentlichen, wir haben heute ESC Samstag, das heißt nächsten Sonntag veröffentlichen wir. Genau, Sonntag, der 25. So, Oh, hallo da bin lieber ich Spargel Sonntag. essen. Schön. Schön, dass du das Spargel Ich habe essen gerade meinen willst. Kalender offen. Also das ist tatsächlich kontraproduktiv für unseren Fetisch. Das, Also ja, das würde ich nicht empfehlen. guter Einwand, ja. Das ist auffällig, ja. Spargelzeit ist eine schwierige Zeit, ja. Spargelzeit ist keine Windelzeit. Gut, haben wir jetzt auch geklärt. Am 30. Mai ist wieder die andere Schwarz und Eng, unser, ich wollte gerade sagen, Tochterformat. Ach ja, nach Christi Himmelfahrt. Ja. Ja, da Super. bin ich natürlich mal wieder nicht da. Ich bin da. Wir sehen uns im Toms, liebe Leute. Am 21.30 Uhr, am 30. Mai. Und jetzt Richtig. muss ich was dazu erzählen noch. Und Ja. zwar am 30. Mai ist auch die nächste Balls im Lakova. Ja. Und ich hatte nach der Schwarz und Eng letzten Monat im April eine unfassbar geile Nacht noch im Lakova. Ach. Für alle, die gerne danach noch feiern gehen wollen, weil ihr schon Gier habt oder einfach mal Bock habt, einen richtig coolen Club in Hamburg zu sehen, der gefühlt auch einfach so ein bisschen andere Vibes hat als sonst die Hamburger Clubs, also eher so in Richtung Berlin, was mir gefällt. Das war echt ein wirklich tolles Erlebnis. Ich hatte da so eine schöne Nacht noch im Lakova. Das ist am 30.05. auf jeden Fall wieder. Ja. Und tatsächlich überlege ich sogar schon, ob ich extra in Hamburg bleibe dafür, was wirklich mal was heißen möchte. Ich Das habe schon, wäre hab schon Bahnfahrten nach Berlin und Ja. ich überlege gerade die ganzen letzten Tage schon, ob ich in Hamburg bleibe. Das wäre für Hamburg eine ganz große Ehre. Wenn Amen. Markus hier bleiben würde. Ja, Damit kommen wir zum Ende. ja ansonsten, genau, ich überlege gerade, bin ich sonst noch irgendwo unterwegs? Nö, ich bin halt sowieso mal viel arbeiten. Wir werden immer wieder irgendwann eine Folge aufzeichnen. Wobei, was ich aber wahrscheinlich. gerade sehe, weil wenn wir am 25. veröffentlichen, ich habe das irgendwie hier auch stehen, ist Köln Fetisch Pride? Kann das sein? Hä? Die ist im Juli. Im Juli? Also Fetisch Pride. Achso, Ja. nee, sorry, Genau, verwechsel ich. weil das ist nämlich das erste Juni-Wochenende. Ah, das ist sicher Pfingsten. Ja, Ja. habe ich mir eingetragen. Ja, da bin ich nicht. Nee, bin ich auch nicht. Aber ich habe es trotzdem, also man muss ja auch mal über den Teller, wir schauen immer so durch unsere Haustür. Ziel ist es ja, dass wir langfristig auch weiter gucken. Habe Ja. ich gemacht. So. Was wir übrigens vergessen haben, und es tut mir leid, wir haben vergessen, das Mai-Treffen in Stuttgart zu erwähnen. Ja, das war mir auch, ich habe es auf Instagram gesehen, das war mir sehr unangenehm. Das sah sehr, sehr schön aus. Die Ja. Party muss wahnsinnig großartig gewesen sein. Von Ja. daher, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr zum Mai-Treffen. Aber die haben sich echt Mühe gegeben. Und wir das müssen waren mal so eine Jahresplanung 4 Tage lang irgendwie Aktionen, Veranstaltungen in Stuttgart. Wow. Ja. Also großen Respekt an die Veranstalter.
Wir machen soll das mal, echt wir gut gewesen legen sein. unsere Kalender mal nebeneinander und tragen uns mal nochmal so ein paar Das Hotspots ist bei ein. mir einfach. Berlin. Leute, können wir irgendwas dagegen tun? So, Sei froh, dass ich nicht nach Berlin ziehe. das habe ich dir auch verboten. Weil dann müsstest du halt auch mal zum Aufzeichnen hierher kommen, ne? Dann machen wir es einfach wie Schwanz und ehrlich. Nee, es Machen wir viel alles schöner. schön per Google Hangout, ne? Ja, aber da können wir nicht zusammen Sekt trinken, da können wir uns hier nicht sehen und So, fühlen. nein, keine Angst. Ja, nee. Die Bank hat 100 kommt, aber Super. so. Ja. Und damit enden wir das Ganze jetzt mal hier, Ja. bevor wir 2 Stunden knacken. Dann jetzt nochmal. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. War sehr schön. Vielen Sehr Dank für die gerne. Zeit. Ich habe zu danken, dass ihr uns diese Möglichkeit gibt oder Immer wieder anbietet, diese Plattform. Ja. Und wie immer gilt, Leute, liebt euch selbst, lebt euer Leben, stay kinky, Und why not? And why not? why Genau. not? Ja. Hashtag no king shame. Dann haben wir alles gesagt. Bis bald. Schön, dass ihr dabei seid. Habt einen tollen Tag und wir sehen und hören uns.